Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute in Kooperation mit dem Softairstore.de die komplette Delta Armory Serie an. Bedeutet, wir hatten bereits die Pro Arms Paar MK3 im Video, 460, 470 Euro, glaube ich, waren das, mit komplett CNC gefrästem Receiver. So, heute wird es aber deutlich günstiger. Bedeutet, wo wir bei den letzten Reviews immer wieder Kniften hatten, sage ich mal, ab 450 Euro aufwärts, wird es heute einfach ein kleines bisschen günstiger. Wir schauen uns einmal an, die Delta Armory Charlie Serie ist so das günstigste oder die günstigste Serie aus dem Hause Delta. Hier komplett alles aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und beginnt bereits ab 150 Euro. So, und ich sage immer ab 150 Euro, denn bei jeder Waffe kommen noch circa oder mindestens 65 Euro noch oben drauf. Klären wir aber später nochmal im Detail. Also hier die Charlie-Serie komplett aus Kunststoff gefertigt, ab 150 Euro. Wer dann ein kleines bisschen mehr investieren möchte und vielleicht ein kleines bisschen mehr Aluminium haben möchte, der kann dann einmal zu der Midrange greifen. Das Ganze nennt sich Bravo-Serie. Und hier habt ihr letztendlich den Receiver wie auch die Buffer-Tube weiterhin aus Kunststoff, aber zumindest der Vorderschaft ist hier schon mal aus Aluminium gefertigt. Und diese Bravo bekommt ihr bereits ab 190 Euro. So, und wer noch ein kleines bisschen mehr Geld ausgeben möchte und komplett Metall haben möchte, der kann dann zum Beispiel zu der Alpha-Serie greifen. Hier letztendlich wie bei allen anderen Herstellern auch der Receiver komplett aus einer Zink-Aluminium-Legierung und der Vorderschaft aus Aluminium gefertigt. Diese hier bekommt ihr zum Beispiel bereits ab 235 Euro. Dementsprechend, wie gesagt, wir schauen uns 3 Serien an oder Varianten an, ein kleines bisschen unterschiedlich und dementsprechend wird es auch wieder leider relativ lang werden. Ich werde euch aber natürlich alle Kapitel und Auflistungen unten wieder in die Videobeschreibung reinhauen, damit ihr euch nur das anschauen könnt oder nur das Modell wirklich rausfiltern könnt, was euch wirklich interessiert, dass ihr euch halt kein 2 Stunden Video anschauen müsst. Gut Leute, dann macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's. Gut Leute, dann beginnen wir dieses Video zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang, technische Daten und vor allem auch Grundinformationen zur Herstellung, denn da habe ich die letzte Zeit auch leider ein bisschen Mist erzählt und da muss ich mich leider korrigieren. Sprechen wir es gleich mal durch. Bedeutet, ich habe euch damals bei der Novridge SSR 4 habe ich euch gesagt, das Ganze kommt aus dem Hause Lancer Tactical. Und auch bei der Delta habe ich euch gesagt, das kommt aus dem, ja, das kommt von Specna oder so von Lancer. Das ist aber so nicht ganz korrekt, hat mir auch der Software Store mitgeteilt oder der Band am Telefon, dass es im Video eigentlich falsch gesagt wurde. Da muss ich mich jetzt, wie gesagt, korrigieren, denn herauszufinden, wer der wirkliche Hersteller von so einem OEM-Produkt ist, ist einfach sehr, sehr schwer. Also da findet man sehr wenig Informationen drüber. Ich habe jetzt überall rumgefragt, bis mir wirklich mal jemand sagen konnte, dass das ganze Zeug letztendlich aus dem Hause Quingliu kommt. Bedeutet, Delta Armory, Specna Arms, Lancer Tactical, Novridge SSR 4, diese ganzen Modelle kommen alle aus ein und der gleichen Fabrik raus. Und das Ganze schimpft sich eben Quingliu. Das ist ein riesengroßer OEM-Hersteller irgendwo in China und der baut das ganze Zeug halt einfach zusammen und fertigt's. Und dementsprechend werdet ihr auch heute bei der Delta wieder gewisse Punkte sehen, auch bei den Internals, die einfach 1:1 identisch sind zu Specna Arms, zu Lancer, zur Novridge SSR 4. Und dementsprechend auch, wie vorhin schon angesprochen, hier 150 Euro komplett aus Polyamid-Kunststoff. Und dementsprechend könnt ihr hier die Externals von dieser Charlie-Serie 1:1 mit der Novridge SSR 4 gleichstellen. Es ist 1:1 exakt das gleiche Material. Und wie gesagt, hier kein Unterschied. Auch die Metallversion zum Beispiel von der Novridge SSR 4 ist dann wiederum gleich mit der Alpha-Serie von Delta Armory. Also hier, wie gesagt, viele Gemeinsamkeiten. Also schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an, recht überschaubar muss man sagen. Es ist letztendlich die Knifte dabei, es ist ein Mid-Cap-Magazin dabei und es ist eine kurze Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung dabei. Das ist in Ordnung, wie gesagt 150 Euro, das passt soweit. Von der technischen Seite dieser 7 Zoll Silent Ops Version muss man dazu sagen, 7 Zoll natürlich nur aufgrund des Vorderschaftes. Die Lauflänge geht aber komplett bis vorne durch. Bedeutet, dieser Plastikschalli hier oder diese Plastikattrappe hat jetzt keinen Schaumstoff oder sowas drin, sondern der gesamte Innenlauf geht vollständig bis vorne an die Kante durch.
Das müsst ihr halt beachten, wenn ihr jetzt irgendwie einen Tracer montieren wollt oder einen Schalldämpfer mit Schaumstoff, damit der Klang noch ein bisschen dumpfer wird. Dann müsst ihr hier eine sehr, sehr lange Laufverlängerung verwenden. Denn wie gesagt, der Inner geht komplett bis vorne durch. Und das leider bei jeder Version. Hätte man vielleicht auch den Inner ein bisschen kürzer machen können, damit man hier einen Tracer oder einen Charlie mit Schaum hätte verwenden können. Gut, macht den Bock jetzt nicht fett, ich spreche es auf jeden Fall an. Was aber wieder sehr schön ist, was ihr auch im Datenblatt drüben seht, bereits ein 6,03 mm Innenlauf verbaut und das auch bei jedem Modell. Bedeutet, egal ob ihr für 150 € euch die Charlie kauft, ob ihr euch die Bravo oder die Alpha kauft, ist es immer ein 6,03 mm Lauf drin verbaut. So, und dann seht ihr es ebenfalls im Datenblatt und warum ich vorhin auch den Preis überall angesprochen habe mit ab 150, ab 190 €, denn keines dieser Modelle hat ein MOSFET oder ein EFCS-System drin verbaut. Das ist natürlich heutzutage leider ein absolutes No-Go. Und dementsprechend aber auch mit dem Software Store telefoniert und die haben hier ein unheimlich attraktives Angebot. Bedeutet, natürlich die Dinger kommen ohne EFCS, bedeutet, ihr könnt schon mal nicht hergehen und hier einen 11.1er reinmachen, denn sonst würdet ihr die Switch-Assembly auf Dauer einfach kaputt machen. Und sind wir ehrlich, mit 7,4 Volt, mit so einem alten Switch-System, macht so eine Knifte nicht wirklich Spaß auf dem Feld. So, und hier, wie gesagt, gibt es ein sehr attraktives Angebot, denn wenn ihr euch so eine Knifte kauft, bietet euch der Software Store die Option an, bereits ein Gate Aster in der Second Edition für gerade einmal 65 € direkt einzubauen. Und das ist ein sehr, sehr fairer Deal, muss ich sagen. Überlegt mal, ein Gate Aster mit Einbau für 65 €. Und dementsprechend werde ich es heute vielleicht nochmal 2-3 Mal ansprechen. Würde ich definitiv immer darauf zurückgreifen, egal welches Modell ich mir kaufe von diesen Delta Armory, immer nochmal diese 65 € in die Hand nehmen und direkt ein Gate Aster EFCS direkt einbauen lassen. Denn wie gesagt, das Ganze macht halt mit 7,4 Volt nicht wirklich Spaß und mit 11.1 macht ihr die Switch Assembly kaputt innen drin. Bei der Bravo-Version sieht es dann nicht großartig anders aus, bedeutet auch hier leider halt kein EFCS drin verbaut, immer noch so eine 20 Jahre alte Switch-Assembly drin, aber 190 €. Wie gesagt, EFCS noch mit dazu, dann liegt er bei der Bravo-Version, liegt er dann bei 255 € ungefähr, 260 €, dann ist es dennoch in Ordnung. So, doch noch ein paar kleine Unterschiede beim Lieferumfang. Ihr habt weiterhin natürlich ein Midcap-Magazin bei der Bravo dabei, die Anleitung ist dabei und jetzt bei dieser Keymod 10 Zoll Variante noch eine kleine Besonderheit, denn ihr habt ebenfalls bei dem Preis nochmal QD-Aufnahme enthalten, habe ich hier vom Schützenaus auf der rechten Seite dran und inklusive nochmal 2 Picatinny-Schienen fürs Keymod-System, einmal unten und einmal vom Schützenaus auf der linken Seite, sind ebenfalls mit dabei. Also hier bereits fürs Keymod etwas, paar Pick-Rates und eben QD-Aufnahme von Trageriemen, finde ich schon mal klasse. Was man jetzt noch ergänzen muss, was ihr vielleicht auch gerade schon bei der Charlie gesehen habt, bei jedem Modell, was ich mir jetzt habe schicken lassen, ist immer die Mündungsbremse oder die Schalldämpferattrappe jedes Mal im Vorderschaft integriert. Bedeutet, euer 14 mm Linksgewinde hört hier innen drin im Vorderschaft auf oder liegt hier innen drin, also nach innen versetzt. Da müsst ihr halt aufpassen, wenn ihr eine normale Mündungsbremse verbauen wollt, dann ist die einmal hier innen drin versenkt, bräuchte da also nochmal eine ganz kurze Outer-Verlängerung, also eine kleine Verlängerung für den Outer. Und wenn ihr andere andere Schalldämpferattrappen oder Tracer verbauen wollt, dann müsst ihr den maximal möglichen Durchmesser beachten. Blende ich euch drüben im Datenblatt ein, das wären jetzt hier bei der Bravo 34 mm. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen schade, dass eben immer alles inklusive, also nach innen versetzt ist die Gewinde und nicht außen. Da müsst ihr mal gucken, da bekommt ihr bestimmt auch noch andere Varianten, wo der Outer einmal nach vorne aufhört. Eine weitere kleine Besonderheit bei dieser Bravo, die hat hier vorne so einen Amplifier oder so einen Verstärker einmal mit drauf und dementsprechend wird das Schussgeräusch verstärkt. Bedeutet, das Ding, das knallt schon relativ laut. Hören wir uns aber später an. Und abschließend schauen wir uns auch noch die Alpha an. Wie gesagt, hier das teuerste Modell. Und hier hat auch der Software Store bereits ein Gate Aster in der SE, also in der Second-Version, bereits drin verbaut. Seht ihr auch ein bisschen am Abzug, ist der Quantum-Trigger bzw. Quantum-Abzug direkt gleich mit drin. Und dementsprechend kostet das Modell, so wie es jetzt auf dem Tisch steht, eben keine 235 €, sondern 300 €. Wie gesagt, 65 € Aufpreis aufgrund des Gate Asters in der SE-Variante. So, das ganze Modell, was ihr hier seht, schimpft sich AR15 Silent Ops DMR oder Alpha DMR. Was das Ganze mit einer DMR zu tun hat, weiß ich nicht. Also Namensgebung, sei mal dahingestellt. Eher vielleicht eine SPR, ansonsten ein ganz normales AR15 mit vielleicht, keine Ahnung, 15 Zoll oder sowas. Also ein kleines bisschen länger.
Kleine Besonderheit hier beim Lieferumfang, ihr habt hier zwar beim Keymod-System keine Picatinny-Schienen dabei, wie gerade bei der Bravo gesehen, dafür habt ihr aber so ein Vertical Front Grip oder halt so ein Frontgriff noch mit dabei. Was ihr jetzt hier auch beachten müsst oder was man jetzt hier schön erkennen kann, auch hier ist wie gesagt diese Schalldämpferattrappe direkt im Vorderschaft integriert. Auch der Innenlauf geht komplett bis vorne durch, also kein Schaumstoff oder so, sondern Lauflänge komplett bis vordere Kante. Und aufgrund des integrierten Schalldämpfers oder Attrappe bekommt ihr in die vorderen 3 Keymod-Positionen nichts verbaut. Bedeutet, der Schalli ist vom Durchmesser 34 mm und liegt an der Wandung innen drin an. Bedeutet, ihr könnt hier seitlich vorne keine Picatinny-Schienen oder kein Zubehör dran montieren, muss also dann etwas nach hinten versetzt werden. Wie gesagt, ansonsten von der technischen Seite nahezu identisch, auch wieder 6,03 mm Lauf, aber jetzt hier eben keine veraltete Switch Assembly drin, sondern bereits ein Gate Aster in der Second Edition. Somit haken wir den Chronotest ab. Lasst uns noch mal kurz über Energieabgabe und auch über das Hop-Up sprechen. So, was ihr vielleicht, oder wer gut aufgepasst hat, wird es vielleicht im Chrono gesehen haben. Die sehr günstige Charlie-Version, wie auch die Bravo, dichten leider nicht ganz so konstant ab wie die Alpha. Das schauen wir uns später bei den Internals an. Bedeutet, die beiden günstigen Serien haben einen Aluminiumzylinder drin, die Alpha hat einen Edelstahlzylinder drin und die weichen vom Innendurchmesser minimal ein kleines bisschen ab. Bedeutet, bei den beiden günstigen dichtet der Pistonhead leider nicht gut ab. Bei der Alpha-Version dichtet das Ganze deutlich besser ab. Dementsprechend schwanken eben die günstigen ein kleines bisschen mehr. So, auch von der Energieabgabe selbst ein kleines bisschen wenig Energie drauf und wir verlieren auch aufgrund des Pistonheads und der Nozzle verlieren wir leider ein kleines bisschen Volumen. Macht sich jetzt aber nicht ganz so arg bemerkbar, denn jedes Modell, egal welche Lauflänge, hat einen 16 Zahn Sektorgear drin mit einem Typ F Zylinder. Bedeutet, ihr habt das maximal mögliche Volumen und wenn dann 30% Volumen oder halt Luft verloren gehen und abblasen, dann macht sich das Ganze eben aufgrund der Lauflänge nicht so stark bemerkbar. Aber wie gesagt, die beiden günstigen schwanken von der Energie leider ein kleines bisschen stärker. So, Thema Hop-Up müssen wir leider auch ein bisschen darüber quatschen. Das habe ich euch vorhin schon gesagt, es ist nötig eigentlich bei jeder Knifte für 65 € sich ein Gate Aster SE vom Software Store einbauen zu lassen. Und dann würde ich euch direkt gleich mitempfehlen, investiert noch mal ein kleines bisschen in ein besseres Hop-Up-System. Die Hop-Up-Kammer und das Bucking und der Tensioner sind letztendlich 1:1 identisch.
wie bei der Norwich SSR4. Bedeutet, kommt aus der gleichen Fabrik raus. Ihr habt die Rotary Hop-Up-Kammer drin aus ABS Kunststoff mit einem 0815 Standard Bucking. Und das funktioniert im besten Fall mit 0,25 Gramm. Denn selbst 0,28 und 0,3 Gramm habe ich nicht weiter wie 40 Meter gebracht. Also die fallen, egal wie viel Hop ihr drauf gebt, die fallen einfach nach 40 Meter auf den Boden. Also auch hier nochmal vielleicht nochmal 20, 25 Euro, ich weiß nicht genau, was es kostet, nochmal vielleicht direkt beim Software Store in ein Maple Leaf Hop-Up-System investieren, damit ihr einfach ein bisschen mehr Reichweite rausbekommt und vor allem auch die Streuung reduziert. Denn die Kugeln sind bei jeder Knifte, egal ob jetzt die günstige Charlie, die Bravo oder die etwas teurere Alpha, die Kugeln haben doch im Vergleich zu anderen modernen Systemen doch ein kleines bisschen arg gestreut, muss ich sagen. Und wie gesagt, natürlich, Kugelgewicht ist gleich Streuung. Je leichter, desto höher ist die Streuung. Dementsprechend, wie gesagt, ich würde Hop-Up-System auch noch machen lassen, Maple Leaf-System rein und dann 0,2803 und dann ist aber auch gut. Weitere kleine Punkte, die wir vielleicht später auch nochmal im Detail ansprechen können. Wie gesagt, der Preis muss irgendwo herkommen und dementsprechend habt ihr hier kein Bolt Catch mit Funktion. Egal, ob welches Modell ihr euch kauft, bedeutet zum Hop-Up einstellen, müsst ihr immer den Spannhebel hinten halten, wie früher noch, und dann mit der anderen Hand hier reingehen und das Hop-Up einmal einstellen. Modernere oder etwas teurere Systeme haben eben heutzutage einen Bolt Catch mit Funktion. Aber Leute, irgendwo muss halt der Preis herkommen. Auch natürlich Feuerwahlhebel ganz normal nur vom Schützen aus auf der linken Seite und auch der Magazinauswurf letztendlich auch nur vom Schützen aus auf der rechten Seite. Dadurch ergibt sich leider aufgrund des Bolt Catchs ohne Funktion, ergibt sich leider ein kleines bisschen Klappern. Und zwar bei jedem Modell, egal ob ihr Polyamid Receiver habt oder die Alpha mit dem Metall Receiver. Der Bolt Catch wird hier nicht irgendwie geführt, nicht verstiftet und der klappert halt hier seitlich immer ein kleines bisschen am Receiver rum. Kann ich euch vielleicht später nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Einen weiteren kleinen Punkt, was mir aufgefallen ist, besonders bei der Charlie war das der Fall, dass das Hop-Up an sich nicht konstant war. Bedeutet, ihr werdet es merken, wenn ihr das Hop-Up-Rädchen einstellt, das läuft bei der Hop-Up-Kammer extrem loose. Bedeutet, da ist so gut wie kein Widerstand auf diesem Rädchen drauf. Und wenn ihr dann mal 2, 3 Magazine rauskaut habt, dann musste ich immer wieder das Hop-Up neu justieren, dass es ein bisschen verstellt hat. Das könnt ihr aber ultra schnell und einfach selbstständig zu Hause lösen. Das zeige ich euch später beim Lauf- und Hop-Up-System, wie ihr einfach das Einstellrädchen von dieser Rotary Hop-Up-Kammer ein bisschen straffer bekommt, damit da einfach ein kleines bisschen mehr Zugwiderstand drauf ist und sich dadurch das Rädchen nicht von alleine aufgrund der Vibrationen irgendwie verstellen kann. Wie gesagt, bekommt ihr locker zu Hause einmal gefixt das Ganze. Lasst uns weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Hier schauen wir uns jetzt zunächst mal die 150 € günstige Charlie-Version an. So, ist letztendlich ein ganz normales M4A1, aber das Ganze ausgestattet mit einem sehr modernen und kantigen Polyamid-Receiver. Wie gesagt, hier nicht das klassische Design vom Receiver, das abgerundete, sondern hier so Novesk-Style, ein bisschen kantig, ein bisschen eckig. Sehr, sehr schöner Receiver und das Ganze eben aus Polyamid-Kunststoff. So, was ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff ist letztendlich alles von den Externals, bis auf diese kleine Laufverlängerung, denn der Auto ist hier nicht einteilig, sondern der ist zweiteilig. Die Verlängerung ist aus Alu, aber hier vorne letztendlich diese ganze Schalldämpferattrappe ist letztendlich alles komplett aus Polyamid-Kunststoff. So, bedeutet aber auch, wie vorhin auch schon gesagt, da es eben aus der gleichen Fabrik wie SSR4 kommt von Norwich, haben wir hier leider bei der günstigen Variante denselben Flex drin, wo ich leider kein Fan davon bin. Bedeutet, auch hier ist der Kunststoff relativ weich und ihr könnt einfach die gesamte Knifte um circa 2-3 Zentimeter ein kleines bisschen winden und ein kleines bisschen verbiegen. Wie vorhin auch schon angesprochen, da ist zum Beispiel die Bravo, diese Hybrid-Version, hat zwar einen Polyamid-Receiver, aber da ist zumindest der Vorderschaft aus Alu. Und da bekommt ihr einfach nicht diesen Flex drauf. Denn wie gesagt, hier der Kunststoff oder der Polyamid-Kunststoff genauso weich wie damals bei der SSR4 Kunststoff-Version. Wie gesagt, bin ich kein Fan von, aber auch wieder auf den Preis bezogen, wenn der überlegt 150 €. Ja gut, mein Gott, irgendwo muss man halt Abstriche letztendlich in Kauf nehmen.
Dann kann ich euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen mit dieser Schalldämpferattrappe. Das ist letztendlich einfach nur ein leeres Plastikröhrchen. Und hier seht ihr aber jetzt, dass eben der Inner komplett bis Anschlag vorgeht. Und dementsprechend ist es euch hier eigentlich nicht jetzt irgendwie möglich, hier eine schöne Mündungsbremse drauf zu packen oder hier vorne direkt einen Tracer drauf zu packen. Das funktioniert jetzt bei dieser Silent Ops 7 Zoll Variante, funktioniert das nicht. Wenn ihr hier Wert darauf legt, müsst ihr gucken, dass ihr eine euch besorgt, wo der Inner letztendlich direkt vorne mit der Mündungsbremse aufhört und eben nicht so eine mit so einem integrierten Plastik-Schalldämpfer oder Schalldämpfer-Attrappe letztendlich. 14 mm Linksgewinde habt ihr letztendlich natürlich bei jeder Variante vorhanden. So, dann Bedienelemente habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. Hier eben Bolt Catch, natürlich wie gesagt ohne Funktion. Auch das Blech da innen drin kennt ihr auch von Specna Arms. Das läuft frei, das liegt letztendlich nur drin, kann dann ein kleines bisschen klappern. Und im Allgemeinen muss man sagen, wenn man sich die Kniften oder wenn man es ein kleines bisschen vergleicht, habt ihr im Allgemeinen bei allen diesen Deltas ein kleines bisschen Klappern vorhanden. Bedeutet, das Magazin unten hat ein bisschen Spiel einmal drin, der Bolt Catch Lever klappert hier ein kleines bisschen und auch der Schaft hinten ist zwar ein sehr, sehr schöner Schaft, sprechen wir später nochmal an, auch der hat ja relativ viel Spiel und dadurch klappert halt überall ein kleines bisschen was. Ist jetzt aber bei den Kunststoffversionen, bei der Charlie und bei der Bravo nicht ganz so schlimm. Da finde ich gerade den Bolt Catch Lever, den hört man bei der Alpha, bei dem Metall Receiver hört man das ein kleines bisschen verstärkt. Die Features an sich muss ich, glaube ich, nicht mehr durchsprechen. Klar, ihr habt von dieses Quad-Rail-System, wie ihr das kennt, Montage irgendwie unten nochmal einen Griff dran oder seitlich irgendwas. Absolut kein Problem. Oben ganz normal Picatinny-Schiene dran. Hinten Aufnahme, Trageriemen. Einmal beidseitig verfügbar. Für einen One-Point zum Beispiel, das Ganze aus Stahl. Und der Schiebeschaft natürlich in mehreren Positionen auf der Kunststoff-Buffer-Tube letztendlich einstellbar. Dann lasst uns ebenfalls die Bravo-Variante noch ganz kurz im Detail ansprechen. Hier letztendlich, wie vorhin schon angesprochen, der einzige Unterschied ist jetzt eben hier, dass bei der Bravo-Version oder bei der Bravo-Serie der Vorderschaft immer aus Aluminium ist und eben nicht aus Kunststoff. Das hat einen kleinen Vorteil, dass die Bravo zwar ein kleines bisschen weiterhin flext aufgrund der Buffer-Tube aus Kunststoff, aber der Vorderschaft eben aus Alu und dadurch könnte die Waffe nicht ganz so stark verwinden und flexen, wie jetzt zum Beispiel die sehr günstige Charlie. Also wenn es nach mir ginge, ich würde immer zumindest zur Bravo einmal greifen, wenn ein kleines bisschen oder wenn 40 Euro mehr einen Bock nicht fett machen. Wie gesagt, hier eben schön, es fühlt sich auch einfach schöner an, wenn der Vorderschaft hier aus Aluminium ist und nicht aus Kunststoff und nicht aus Plastik. Ansonsten 1:1 identisch, die Farbkombination ist jetzt zwar hier ein kleines bisschen anders, aber die Bauteile sind exakt identisch. Bedeutet auch hier, der Griff ist 1:1 identisch, der Schiebeschaft hinten 1:1 identisch, nur hier jetzt eben in FDE und bei der Charlie war er halt auch schwarz. Genauso wie das Magazin, wie gesagt, alle Bauteile gleich, nur ein bisschen anders gefärbt. Was ich euch beim Lieferumfang schon angesprochen habe, was ich jetzt besonders bei dieser Keymod gut finde, bei der Bravo, dass ihr bereits für 190 Euro QD-Aufnahme, Trageriemen mitbekommt und ebenfalls Picatinny-Schienen fürs Keymod-System. Bedeutet hier eine kurze und im unteren Bereich ebenfalls nochmal eine etwas längere. Und das für den Preis, das finde ich einfach klasse. Wenn ihr mal überlegt, andere Hersteller für 500 Euro, die packen euch da gar nichts rein. Müsst ihr alles extra nochmal kaufen. Also finde ich klasse für den Preis. Pick-Rail und QD-Aufnahme, Sling-Swivel direkt inklusive. So, eine weitere kleine Besonderheit bei der Bravo habe ich euch schon kurz angesprochen. Hier eben so ein Amplifier, zumindest bei dem Modell jetzt einmal verbaut und dadurch wird das Schussgeräusch nochmal verstärkt von der Lautstärke. Bedeutet, das Ding knallt schon recht ordentlich, muss man sagen. Da sind die anderen beiden Versionen rein von der Lautstärke, vom Austrittsgeräusch deutlich angenehmer. Hören wir uns aber dann beim Klangbild und beim Ansprechverhalten im Detail an. Der Rest ist auch gleich. Wie gesagt, auch hier natürlich kein Bolt Catch Lever irgendwie oder kein Bolt Catch mit Funktion. Und natürlich klappert leider auch hier der Verschlussfanghebel ein kleines bisschen rum auf der Seite. Und abschließend sprechen wir auch noch die Alpha einmal im Detail durch. Und hier habt ihr jetzt letztendlich genauso wie bei allen anderen oder bei den meisten anderen Herstellern eben den gesamten Receiver wie auch die Buffer Tube letztendlich aus Aluminium bzw. Receiver aus einer Zink-Aluminium-Legierung. Dadurch habt ihr deutlich oder so gut wie gar keinen Flex
in der Knifte drin. Also wem jetzt der Preis nicht unbedingt so stark interessiert und wer nicht jeden Cent umdrehen muss, dem würde ich raten, greift am besten zu einer Alpha, denn ihr bekommt einfach von der Haptik, vom Gefühl her aus diesen 3 Modellen letztendlich logischerweise die hochwertigste. Und wenn ihr dann ein bisschen Geld sparen wollt, dann würde ich zur Bravo greifen mit dem Vorderschaft aus Aluminium. Und wer es halt wirklich ganz günstig haben will, ja gut, der muss halt dann einmal zu dieser Charlie greifen. Die hat mir persönlich, hat sie aber ein bisschen zu viel Flex. Also dass ich die ganze Waffe da wieder verwinden kann, bin ich leider kein Fan davon. So, bei der jetzt hier, bei der Generation oder bei der Alpha-Version habt ihr letztendlich alles, wie gesagt, aus Metall. Dadurch klappert aber auch leider der Verschlussfang bzw. der Bolt Catch Lever klappert hier doch ein kleines bisschen mehr, da eben Metall auf Metall klappert. Bei den anderen beiden klappert Metall auf Polyamid, da nimmt man es nicht ganz so stark wahr. Bedeutet hier, da klappert schon einiges, muss ich sagen. Also ich würde hergehen, ich würde den Bolt Catch irgendwie im hinteren Bereich federn. Und wenn es ganz dumm läuft, würde ich ihn vielleicht mit Isoband irgendwie fixen. Ebenfalls ein Magazin hat leider sehr viel Spiel. Kann man auch mit ein bisschen Velcro fixen. Und auch der Schaft hinten kann man auch ein kleines bisschen hinten Isoband drauf machen auf die Buffer-Tube, damit er eben nicht so viel Spiel hat und nicht so viel rumklappern kann. Wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, das findet man teilweise auch bei etwas teureren Herstellern, findet man sowas vor. Und es sind einfach Kleinigkeiten, die jeder Airsoft-Spieler eigentlich in der Lage sein sollte zu fixen oder selbst zu beheben, meiner Meinung nach. Dafür kosten die Dinger halt relativ wenig Geld, muss man sagen. So Leute, dann lasst uns weitermachen mit Akku einlegen und Platz für den Akku. Beim Thema Akku müssen wir leider auch ein kleines bisschen ausholen, gerade für Neueinsteiger im Airsoft-Bereich, da eben bei der Bravo und bei der Charlie standardmäßig kein EFCS und kein MOSFET drin verbaut ist. Die meisten von euch werden es natürlich wissen. So, zunächst mal muss man aber sagen, der Schaft, der jetzt hier von Delta Armory dran verbaut ist ähnlich wie der von Crytek, ist wirklich gut. Bedeutet, ihr bekommt hier hinten ganz easy und problemlos 2150 mAh mit 11,1 Volt als Triple Stick reingezimmert. Ohne Probleme, unheimlich viel Platz drin vorhanden. So, ihr geht wie folgt vor, ihr drückt hier seitlich letztendlich diese kleinen Druckpunkte einmal rein und könnt dann ganz easy die Schaftkappe nach hinten einfach abnehmen. So, und dann seht ihr schon hier hinten letztendlich im Schaft, links, rechts wie in der Mitte ausreichend Platz für größere Triple Sticks einmal vorhanden. So, und jetzt aber der Punkt, standardmäßig, wie gesagt, wenn ihr euch vom Software Store kein Gate Aster einbauen lasst, kein MOSFET, dann würde ich euch empfehlen, verwendet nur 7,4 Volt Akkus. Denn ihr werdet mit dem 11.1er und ohne MOSFET werdet ihr diese Switch Assembly innen drin sehr schnell kaputt machen. Und dennoch kann die Waffe euch sogar jammen. Wieder ein kleiner Nachteil, muss man sagen, wenn ihr 7,4 Volt verwendet, wird das ganze System unheimlich träge und langsam. Und wenn ihr dann ein bisschen schneller triggert, dann können euch natürlich diese Kniften problemlos einmal jammen. Bedeutet, ihr bekommt einen Gearbox-Jam, ihr müsst das ganze Ding auseinanderziehen, müsst den Jam wieder lösen, wieder zusammenbauen, damit das Ding wieder funktioniert. Dementsprechend einfach nochmal kurz für euch als Wiederholung. Wie gesagt, ich würde mir bei jeder, egal bei welcher Variante, immer ein Gate Aster einbauen lassen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr habt die Zyklenüberwachung drin. Das Modell kann euch nicht jammen. Und ihr könnt eben dann auch 11,1er verwenden, wodurch die Modelle oder das ganze System deutlich angenehmer und deutlich spritziger wird. So, dementsprechend, jetzt seht ihr hier einmal die Bravo. Und jetzt machen wir mal einen ganz kleinen Vergleich vom Ansprechverhalten und vom Klangbild. Bedeutet, ihr seht hier zum Beispiel einen großen 11.1er, 2150 mAh. Was ihr da nehmt, ist wurscht. Wie gesagt, könnt ihr kaufen, wo ihr wollt, meiner Meinung nach. Und der passt da hinten ganz easy und problemlos, wenn man das Kabel rauszieht, passt das Ganze hier hinten ganz easy und problemlos rein. Der nächste Punkt natürlich, ihr müsst auch auf den Stecker achten, denn standardmäßig die Original Switch Assembly kommt mit einem handelsüblichen und doch stark veralteten Mini-Tamiya-Stecker. Wenn ihr euch dann das Gate Aster einbauen lasst, dann habt ihr da hinten einen anständigen DIN bzw. T-Stecker dran. Also ein bisschen aufpassen. Aber ihr seht jetzt hier, wie gesagt, es passt problemlos der ganz fette oder so diese ganz fetten 2150 oder 2200, je nachdem, bekommt ihr da hinten problemlos reingezimmert. Das Ganze aber wiederum eben nur mit dem Gate Aster. Andernfalls, wie gesagt, müsst ihr auf einen 7,4 Volt Akku gehen und da bekommt ihr dann 2 Zellen rein mit maximal 2100 mAh.
So, jetzt machen wir mal einen ganz kleinen Vergleich. Bedeutet, wir nehmen jetzt einfach mal diese Bravo-Variante her und stopfen jetzt hier einfach mal so einen 1300er 7,4 Volt Akku hinten rein. So, und dann werde ich euch mal zeigen, warum oder wo der krasse Unterschied zwischen 7,4 Volt und 11,1 Volt liegt. Bedeutet, mal erstmal gucken, leer müsste es sein. Ja, leer ist sie. So, jetzt passt auf, das ganze System mit 7,4 Volt. Merkt ihr das? Das ganze System ist halt mit 7,4 Volt. Ja, es funktioniert, keine Frage. Und wer damit spielen möchte, kann damit auch spielen. Aber heutzutage, Leute, da ist man ein bisschen was anderes gewohnt. Gerade auf den meisten Feldern wird heutzutage so schnell gespielt und teilweise so viel gesprayt, da könnt ihr mit sowas nicht mehr wirklich mithalten, weil ihr einfach vom Abzug oder vom System etwas zu langsam seid. So, und jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Vergleich. Jetzt stopfen wir uns einfach da hinten mal einen 11.1er rein. Auch, wie gesagt, auch wenn das Ganze nicht zu empfehlen ist, ohne ein Gate Aster, denn die Switch Assembly wird das Ganze eben nicht lange mitmachen. So, jetzt hört euch oder schaut euch das System mal an mit dem 11.1er. Merkt ihr den Unterschied, oder? Also dementsprechend, wie gesagt, wer einfach ein schnelles und zügiges System heutzutage haben möchte, dem würde ich einfach immer empfehlen, lasst euch bitte ein Gate Aster einbauen, damit ihr 11,1 Volt nutzen könnt. Es macht einfach mehr Spaß. Dann lasst uns gleich anschließend weitermachen mit dem Klang. Ihr habt jetzt gerade diese Bravo-Version mit diesem Amplifier vielleicht gerade im Klang schon ein bisschen gehört. Das Ding ist wirklich brutal laut. Wie gesagt, das Ansprechverhalten, jetzt ist eben kein Gate Aster drin, bedeutet handelsübliche Switch Assembly, dementsprechend etwas träger. Würdet ihr hier ein Gate Aster reinbauen lassen, dann ist das Modell deutlich spritziger natürlich, auch vom Abzug her, vom Abzugsweg auch. Aber die Motoren sind jetzt auch nicht vergleichbar mit modernen Neodyn-Motoren. Bedeutet ganz normale Ferrit-Motoren, relativ langsam, eben nicht ganz vergleichbar. Aber auch hier muss der Preis irgendwo herkommen und es ist dennoch in Ordnung. So, dann hören wir uns das Ding jetzt mal mit Mumpeln an, 0,25 Gramm BBs und ich habe aber weiterhin den 11.1er hinten drin, damit das Ding ein kleines bisschen spritziger ist. Wie gesagt, 7,4 würde ich auch nicht unbedingt verwenden. So, langt schon. Also wie gesagt, diese Bravo ist aufgrund dieses Amplifiers sehr laut. Also ihr nehmt nicht nur die Gears wahr, die kreischen ein kleines bisschen, sondern ihr nehmt auch ganz klar hier vorne diesen Amplifier wahr und ihr habt einfach ein unheimlich lautes, ja, ein bisschen so ein blechiges Ploppen vorne raus. Also nicht so dieses Dumpfe, was man eigentlich haben möchte, sondern eher was sehr Helles und Lautes. Dementsprechend, wie gesagt, wollt ihr es ein bisschen leiser haben, würde ich auf eine Version ohne Amplifier gehen oder den Amplifier durch irgendwie eine Schalldämpferattrappe ersetzen oder tauschen, wer es ein kleines bisschen leiser haben möchte. Auch vom Ansprechverhalten, wie gesagt, es ist jetzt kein Gate Aster drin, dementsprechend kann man das Ganze jetzt so in dem Modell nicht 1:1 vergleichen. Das müssen wir dann uns bei der Alpha anschauen. Hier auf jeden Fall, wie gesagt, der Motor ist auch ein kleines bisschen träger, bisschen langsamer wie bei der Alpha, denn auch hier gibt es ein paar Unterschiede. Bedeutet, die Bravo und die Charlie haben sehr günstige Motoren drin, Ferrit-Motoren. Die Charlie-Serie hat ein kleines bisschen einen besseren, aber auch hier keine Neodyn-Magneten, sondern Standard-Ferrit-Motoren. Aber wie gesagt, es ist in Ordnung und wenn man da sich ein Gate Aster reinbauen lässt, dann läuft das Ding schon mal problemlos. Nur leider das Kreischen auf den Gears haben letztendlich alle, egal ob ihr die Charlie, die Bravo oder die Alpha kauft. So Leute, und jetzt eben vom Ansprechverhalten und vom Klang einfach mal ein Vergleich, wenn man sich so eine Knifte kauft, direkt mit dem Gate Aster drin verbaut. Und das ist eben die Alpha. Wie gerade schon angesprochen, auch der Motor ist ein ganz kleines bisschen stärker wie bei den anderen beiden Modellen, macht aber rein vom Zyklus relativ wenig Unterschiede. Bedeutet, ihr dürft jetzt auch nicht hergehen und dürft jetzt irgendwie vergleichen, sage ich mal, zu einem teuren Modell für 500 € mit einem brutal teuren Neodyn-Motor drin oder sowas. Nein, bedeutet, ihr seid auch mit dem
Aster seid ihr ein ganz kleines bisschen langsamer wie andere Systeme, die aber halt auch 200-300 Euro mehr kosten, muss man sagen. Also jetzt hier mal ein direkter Vergleich, auch selber Akku 11,1 Volt. Diesmal aber jetzt mit dem Gate Aster drin verbaut vom Software Store und dementsprechend aber auch vom Abzug her könnt ihr feiner, ihr könnt schneller triggern, aber ihr drückt natürlich ins Leere rein. Bedeutet, ihr habt nicht wie bei einem EFCS-System mit zum Beispiel mechanisch habt ihr keinen Mikrotaster, wie zum Beispiel bei G und G, dass ihr irgendwie schnell gegen Anschlag triggern könnt, sondern bei dem optischen System drückt ihr immer ins Leere rein. Bedeutet, ihr müsst euch letztendlich nur angewöhnen, wo ist mein Druckpunkt, wo löst die Waffe und wie weit muss ich den Abzug hinterziehen. Also nicht, dass ihr die ganze Zeit den ganzen Weg letztendlich zurücklegt. Also vergleichen wir mal die Alpha mit dem Aster 11,1 Volt. Ja, das würde ich sagen, das ist anständig. Also wie gesagt, ihr habt's, glaube ich, mitbekommen. Natürlich, Leute, lasst euch, wie zum 5. Mal jetzt, lasst euch einen Aster reinbauen. Das Ding, es lässt sich schneller triggern, das ganze System wird spritziger, wird schneller und dementsprechend könnt ihr eben auch F1 nutzen. Das Ding kann euch nicht jammen, der Zyklus wird immer sauber abgeschlossen und ihr habt natürlich auch die Akkuüberwachung im Aster direkt mit an Bord, was bei den anderen beiden Modellen natürlich nicht der Fall ist. So, was man aber auch sagen muss, vom Klangbild sehe ich noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Wie gesagt, auch dieses Modell, leider die Gears kreischen, hört man ganz deutlich einmal raus. Und auch der Bolt Catch, wie vorhin schon angesprochen, selbst den nehmt ihr beim Schießen ein bisschen wahr. Bedeutet, der klappert beim Feuern, klappert der ein ganz kleines bisschen. Wie gesagt, vielleicht kann man es sogar festmachen irgendwie, vielleicht ein bisschen Isoband einfach dahinter stopfen oder ein bisschen Schaumstoff dahinter stopfen, damit er einfach immer nach außen gedrückt wird über einen Schaumstoff oder sowas, dass das Ding halt einfach nicht rumklappert. Wie gesagt, hier ein kleiner Punkt, der mich ein bisschen stört. Die Gears von der Schimmung her, werdet ihr später sehen, ist in Ordnung, aber natürlich auch wieder ausbaufähig. Bedeutet so dieses perfekte Shimming auf 0,1 bekommt ihr eigentlich bei keinem China-Hersteller. Das bekommt ihr nicht mal aus Taiwan. Bedeutet, wer den Klang optimieren möchte und sauber haben möchte, Gears nochmal nachschimmen, vielleicht sogar Gears tauschen, je nachdem, wer sich halt auskennt oder nicht auskennt. Motor ist sauber eingestellt, es passt. Shimming, wie gesagt, nochmal 0,2, 0,3 mm lässt sich hier nachschimmen. Aber auch hier, wie gesagt, sowas hat man auch bei Kniften für 500 Euro. Dementsprechend würde ich das Klangbild nicht so stark heute einmal reklamieren, beziehungsweise so kritisch heute darüber sprechen. Dann lasst uns anschließend noch über das Thema Federschnellwechselsystem sprechen und auch das ist bei allen Modellen exakt 1:1 identisch. Also ob ihr euch eine Charlie, eine Bravo oder eine Alpha kauft, geht exakt identisch. So, Federschnellwechselsystem ist rein von der Arretierung ein kleines bisschen, noch ein bisschen veraltet, aber es funktioniert tadellos. Bedeutet, ihr habt bei den Modellen weiterhin die Fixierung innen drin in der Buffer-Tube und benötigt dafür einen relativ langen Kreuzschraubendreher. Bei moderneren Systemen könnt ihr hier einfach die Castle Nut aufmachen, könnt einfach die Buffer-Tube einmal drehen und abziehen. Ist hier nicht der Fall, aber das macht einen Unterschied von vielleicht, keine Ahnung, einer Minute oder sowas. Also ob ihr da jetzt eine Schraube da innen drin löst oder die Castle Nut wegschraubt, ist letztendlich relativ Wumpe, muss ich sagen. Also schauen wir es uns mal ganz kurz an. Wie gesagt, ihr braucht einen langen Kreuzschraubendreher. Seht ihr hier drüben schon einmal liegen. Da zieht ihr dann erstmal den Schaft ab. Bedeutet hier unten kräftig dran ziehen und den gesamten Schaft einfach nach hinten abziehen. So, Kabel und Stecker einmal raus. Ihr seht, das ist die Alpha-Variante. Die hat bereits ein Gate Aster vom Software Store spendiert bekommen. Geht mit dem langen Kreuzschraubendreher einmal hier hinten rein und löst genau in der Mitte, wenn wir sie treffen, die Schraube. Ansonsten muss ich reingucken. Ich treffe sie nicht. So, und löst letztendlich dann da innen drin die Kreuzschraube, welche letztendlich die Buffer-Tube mit dem Spring Guide verbindet. So, Schraube einmal komplett gelöst innen drin. Die könnt ihr jetzt rein theoretisch nach hinten rausfallen lassen, das ganze Ding. Ihr könnt es aber auch rein theoretisch auch drin stecken lassen. Tut ihr euch später ein bisschen leichter wieder zum Installieren, wenn ihr das einfach drin lasst. Also das ganze Teil muss raus und dann könnt ihr die gesamte Buffer-Tube nach hinten einmal abziehen. So, quasi einmal so. Und dann könnt ihr die Endplate mit der Aufnahme könnt ihr auch noch ein bisschen nach unten hängen lassen. So, und dann kommt ihr letztendlich hier hinten dran direkt an den Spring Guide hin, an die Feder hin und könnt entsprechend direkt von hier hinten die Energie auf euer Spielfeld einstellen.
Nur hier zu beachten, werden wir später vielleicht bei den Internals uns auch nochmal anschauen, die Standard-Internals sind jetzt nicht unbedingt für sehr viel Energie ausgelegt. Wenn ihr maximal bis 1,5, 1,6, vielleicht maximal 1,7 noch spielt, würde ich sagen, dann ist das in Ordnung. Mehr auf keinen Fall. Da müssten dann mehrere Komponenten innen drin getauscht werden. Lasst uns nun weitermachen mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. So, Originalmagazin, was beiliegt, je nachdem entweder einmal in Schwarz, einmal in TAN oder in FDE, ist von der Qualität her vollkommen in Ordnung, ist schön aus Polyamid-Kunststoff, schön griffig das Ganze und feedet auch 1A. Bedeutet hier bis 0,3 Gramm getestet und funktioniert bis dahin tadellos. Ein Punkt gab es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es waren ja 2 FDE-Magazine dabei. Bei einem war es am Anfang mal das Problem, vollgeknallt, 120 Mumpeln reingeladen und die sind dann alle nach oben wieder rausgekommen. Bedeutet, hier ist die obere Haltefeder von diesem Stopper hier oben oder von der Rampe, die ist ein kleines bisschen schwach. Ist aber wirklich nur einmal passiert. Bedeutet, es könnte natürlich sein, dass am Anfang die Feder innen drin noch relativ straff ist. Und wenn ihr das dann 4-, 5 Mal beladet, dann lässt der Zug von der Feder innen drin ein kleines bisschen nach. Und dann langt auch die Haltekraft von der Feder. Na, wie gesagt, beim ersten Mal befüllen, voll gemacht, Magazin in die Hand genommen, brrr, die ganzen Kugeln wieder rausgekommen. War aber, wie gesagt, auch nur bei einem TAN-Magazin. Beim schwarzen war es zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also das hat tadellos funktioniert. Wie gesagt, 120 Schuss und die Qualität ist vollkommen in Ordnung. Was ich euch dann vorhin auch schon oder gerade schon mitgeteilt habe, die Originalmagazine klappern und wackeln im Magazinschacht relativ stark, haben aber auch andere Modelle auf dem Markt. Würde ich also gar nicht so kritisch ansprechen und kann man mit einem kleines bisschen Isoband oder ein bisschen Velcro im Magazinschacht innen drin schnell beheben. Durch dieses Spiel im Magazinschacht haben wir dieses auch bei sehr vielen Magazinen. Bedeutet, ihr seht wieder ein paar Häufchen. Die Magazine hier funktionieren super und sitzen auch sehr gut drin. Die Magazine funktionieren, klappern aber wie ein Hund sei Schwanz und das Magazin funktioniert schon wieder gar nicht. Dementsprechend schauen wir es uns mal ganz kurz an. Das Magazin, was am besten funktioniert hat und auch vom Sitz her perfekt war, ist einmal das Stahlblechenmagazin von E&L. Da sitzt hervorragend drin und viele tadellos das Ding. Also das wäre zum Beispiel klasse, wenn ihr schon zu Hause habt. Dann auch das das ist ein E&C-Magazin, PMAC-Magazin, feedet hervorragend, sitzt sauber drin. Auch das Arcturus, das relativ neue, sitzt hervorragend drin, feedet hervorragend. Und auch das sehr günstige Airsoft Systems müsste es sein, sitzt ebenfalls sehr gut drin und feedet hervorragend. So, dann die Magazine, die eben sehr stark wackeln und klappern, aber problemlos feeden. Das ist einmal das alte PTS-Magazin, 150 Schuss Kapazität. Wie gesagt, feedet sauber, aber klappert relativ stark. Dann auch hier eins von Syma, PMAC, ebenfalls sehr viel Spiel, klappert sehr stark. Und natürlich dementsprechend auch das Syma Stahlblechmagazin Midcap, ebenfalls sehr viel Spiel, klappert sehr stark, feedet aber hervorragend. So, und das letzte Magazin, was auch funktioniert hat, aber auch sehr stark drin wackelt, ist ein Lonex Midcap Magazin. Ich habe letztendlich nur ein Magazin da, was einfach mal wieder nicht feedet und das ist wieder das typische Battle-Axe Magazin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie im Eimer ist, auf jeden Fall auch hier wieder, wie das letzte Mal auch bei dieser E&C Modellserie, das feedet einfach nicht das Magazin. Also das sitzt zwar sauber drin, aber es feedet halt einfach nicht. Dementsprechend, wie gesagt, entweder wer schon solche Magazine zu Hause hat, die halt ein bisschen Spiel drin haben im Magazinschacht und falls euch das irgendwie stören sollte, es gibt ja Spieler, die interessiert es einfach nicht, wenn das Magazin irgendwie mal ein bisschen klappert oder sowas, dann einfach im Magazinschacht auf der gegenüberliegenden Seite von dem Magazinhalter, bedeutet vom Schützen aus rechts, hier innen drin einfach 1, 2, 3 Lagen Isoband aufkleben, dann lassen sich die Magazine immer noch sauber einlösen, sie fallen auch automatisch wieder raus, man muss also nicht dran knoddeln oder sowas. Und wenn es ein bisschen straffer sein soll, dann könnt ihr immer noch eine Lage Velcro reinkleben, einen dünnen Streifen. Dann müsst ihr aber davon ausgehen, mit Velcro sitzen die Magazine dann schon deutlich strammer und ihr müsst diese teilweise rausziehen aus dem Magazinschacht. Also hier, wie gesagt, eine einfache Möglichkeit, um eben so ein Wackeln, falls es jemanden stören sollte, zu beseitigen. Lasst uns anschließend diese 3 Modelle noch in der Nahaufnahme etwas durchleuchten, die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit vielleicht noch ein bisschen ansprechen. Und hier beginnen wir erstmal bei der sehr günstigen Bravo-Serie. Da habe ich euch jetzt vorhin schon gesagt, dieser Schalldämpfer oder Schalldämpfer-Attrappe ist komplett aus Kunststoff gefertigt, Lauf geht komplett bis vorne durch, also komplett ohne Funktion. Worauf ich aber jetzt hinaus möchte, was mir jetzt bei dieser Bravo aufgefallen ist,
dass auch die Ausrichtung nicht zu 100% ist. Bedeutet, hier sitzt entweder der Vorderschaft ganz leicht ein bisschen schräg oder der gesamte Outer. Den Outer zeige ich euch gleich dann im Anschluss. Der ist zweiteilig, also nicht wie bei anderen Herstellern aus einem Aluminiumteil, sondern ihr habt hinten die Aufnahme einmal drin und dann steckt letztendlich einfach nur so eine Aluminiumverlängerung, steckt dann in der Aufnahme drin und wird mit Gewindestiften gesichert. Bei diesen Systemen oder bei so einer Konstruktion kommt es meistens dazu, dass der Outer ein kleines bisschen Schwingung hat oder ein kleines bisschen Spiel hat. Das ist aber hier bei den Delta-Kniften, welche ich mir jetzt habe schicken lassen, nicht der Fall, denn das Ganze wird im Regelfall vorne nochmal entweder über Schalldämpfer-Attrappen oder eben über diesen Amplifier bei der Bravo einmal zentriert. Aber auch hier muss man jetzt sagen, dass der gesamte Schalldämpfer oder diese Attrappe 2 mm gegen die Wandung gedrückt wird. Bedeutet, er sitzt jedes Mal komplett hier unten quasi bündig. Wartet mal, ich drehe sie mal ein bisschen in die Kamera rein. Sorry, ist natürlich ungeladen, aber vielleicht kann ich es euch so besser zeigen. Seht ihr das? Den drückt es uns, auf der einen Seite drückt es ihn gegen die Wand hin und auf der anderen Seite ist relativ viel Abstand. Bedeutet hier, ja, ein kleines bisschen Versatz letztendlich. Hätten sie da diese Schalldämpferattrappe vielleicht vom Außendurchmesser vielleicht nochmal 1 mm oder 1,5 größer gemacht, dann wäre das von der Ausrichtung vielleicht nochmal ja, perfekt gewesen. Aber wie gesagt, das macht jetzt auch keinen Unterschied von den Schussergebnissen oder sowas. Es ist halt ein kleines bisschen Versatz drin. Aber wie vorhin auch schon so häufig angesprochen, Mensch, 150 €, da darf man definitiv nicht zu viel verlangen oder erwarten. Ansonsten ist es in Ordnung, wie gesagt, ist halt günstig. Der Vorderschaft ist auch in Ordnung, hier nur von der Verarbeitungsqualität hier vorne an der Pickrail. So eine kleine unsaubere Stelle, da hat man so eine Naht dran oder sowas oder halt so ein bisschen Kunststoffreste noch dran. Aber auch das würde ich definitiv nicht kritisch sehen. Ansonsten ist die Qualität vom Spritzgussverfahren vom Kunststoff her gut. Wie vorhin auch schon angesprochen, Polyamid-Kunststoff das Ganze und auch im Vergleich natürlich zu den ganzen Key-Mod-Systemen oder M-Log-Systemen, welche natürlich deutlich dünnwandiger sind. Hier aufgrund dieses Quad-Rail-Systems einfach das ganze Material ja, ein bisschen solider oder einfach ein bisschen massiver aufgrund der Picatinny-Schienen. Wer sich da zurückerinnert an die Norwich SSR4 Kunststoffvariante, die hat ja einen relativ modernen Vorderschaft gehabt, aber natürlich entsprechend auch deutlich dünnwandiger und den konnte man ganz easy ein kleines bisschen zusammendrücken und hat ein bisschen, ja, konnte man ganz easy einmal flexen. Also das ist hier aufgrund des Vorderschaftes ein klein wenig besser. Die Konstruktion des Outers könnt ihr jetzt hier im demontierten Zustand des Vorderschaftes euch einmal anschauen. Ist letztendlich auch bei jedem Modell 1:1 identisch. Bedeutet, es ist letztendlich nur die Aufnahme hier aus Zinkguss gefertigt. Bedeutet, Outer ist zweiteilig, könnt ihr sehen. Aufnahme aus Zinkguss wird hinten am Receiver über eine Kunststoff-Barrel-Nut mit dem Receiver verbunden, beziehungsweise mit dem oberen Gehäuseteil. Und dann steckt in diese Zinkaufnahme letztendlich nur ja, das zweite Stück einmal drin und wird über Gewindestifte fixiert bzw. arretiert. Bedeutet, je nachdem, was für ein Modell ihr euch von dieser Serie holt, ist letztendlich einfach nur dieses Stück kleines bisschen länger, kleines bisschen kürzer. Da kommt es einfach häufig zu Problemen oder hat auch VFC früher Probleme gehabt bei diesem zweiteiligen Outer, dass es gern ein kleines bisschen, je länger er wird, zum Schwingen oder zum Wackeln anfängt. Das hat aber Delta jetzt im Vergleich zu VFC früher nicht nur oder Quinclio nicht nur über einen Gewindestift arretiert, sondern ihr seht hier oben sind 2 Gewindestifte drin und im unteren Bereich habt ihr zusätzlich nochmal einen Gewindestift. Dementsprechend über 3 Punkte fixiert bzw. arretiert und dementsprechend auch hier keine Probleme, obwohl es ein zweiteiliger Outer ist. Wie gesagt, andere Hersteller oder ein bisschen teurere verwenden halt dann einen einteiligen Outer. Aber hier von der Fixierung, von der Passgenauigkeit ist das in Ordnung. Bei der Barrel Nut, wie gesagt, ist halt wirklich nur aus Kunststoff jetzt bei der günstigen Version. Dementsprechend halt aufpassen, wenn ihr das doch mal irgendwie demontieren wollt oder sowas oder ein Outer mal wechseln wollt, aufpassen, nicht zu stark zuziehen, denn es handelt sich ja auch nur um Kunststoffgewinde. Nicht, dass ihr irgendwie die Gewinde kaputt macht. Der Kunststoffreceiver bei der Charlie wie auch bei der Bravo-Serie ist wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Bedeutet von der Optik her ein sehr schöner Receiver. Auch wieder dieses kantige Design, was ich ja persönlich dem etwas veralteten M4A1 ein kleines bisschen bevorzugt. Sieht also sehr, sehr schön aus. Schön modern mit den Konturen einmal drin. Auch der Forward Assist hier einmal kantig raus. Da seht ihr auch nochmal Delta einmal eingeprägt. Letztendlich direkt in dem Kunststoff, auch hier unten am Magazinschacht.
Also der macht von der Qualität wirklich einiges her für den Preis. Da kann man definitiv nicht schimpfen. Aber wie auch schon angesprochen bei der SSR4, ein kleines bisschen vielleicht dünnwandiger oder vielleicht minimal ein bisschen weniger Glasfaseranteil drin im Material im Vergleich zu G&G. Bedeutet, G&G Receivers sind noch ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, haben ein kleines bisschen weniger Flexibilität, bedeutet, sie sind ein kleines bisschen härter. Dadurch glänzen sie aber auch meistens ein kleines bisschen. Aber wie gesagt, so von der Qualität her, von der Oberfläche, von der Haptik ist der Receiver vollkommen in Ordnung und auch von der Passgenauigkeit, wenn ihr euch das anschaut, das passt einwandfrei, gerade in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier hat man einen ganz minimalen Versatz drin, das sind aber vielleicht 0,01 oder 0,15 und kann man getrost ignorieren. Auch von der gegenüberliegenden Seite können wir uns auch mal noch ganz kurz anschauen, vom Schützen aus letztendlich auf der linken Seite. Auch hier Delta Armory, da hätten sie jetzt vielleicht auch noch drauf verzichten können oder vielleicht auch einmal einprägen können ins Material. Das spreche ich euch später noch mal kurz an, wenn wir bei der Alpha-Variante sind. Aber auch hier, wie gesagt, alles in Ordnung. Auch hier minimal, einen ganz leichten Versatz. Braucht man nicht ansprechen, meiner Meinung nach, vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, die Haptik ist vollkommen okay, würde ich sagen. Auch wenn wir mal probieren, dass wir den Upper und den Lower mal ein kleines bisschen irgendwie verwinden, können wir hier feststellen, dass das Ganze wirklich sehr gut letztendlich arretiert bzw. fixiert wird. Also ihr könnt hier nicht irgendwie jetzt wie bei ICS oder so den ganzen Upper da hin und her wackeln, irgendwie 1-2 mm, das ist nicht der Fall. Bedeutet, der hintere Pin und der vordere Pin sitzen wirklich sauber drin und halten die beiden Gehäusehälften wunderbar zusammen. Was euch vielleicht jetzt vorhin auch schon aufgefallen ist, wo wir uns das Frontset angeschaut haben, die beiliegenden oder montierten Flip-Ups bzw. offene Visierung finde ich etwas zu wulstig. Bedeutet, das seht ihr hier oben, die sind sogar noch ein kleines bisschen wuchtiger, wie zum Beispiel die Magpul, die Ambus, die alten, also nicht die Pros, sondern die normalen. Also baut sehr stark auf, relativ fett auch im vorderen Bereich. Flip-Up, wie gesagt, habt ihr vielleicht vorhin schon gesehen, wirklich sehr clunky, sehr dick, sehr wulstig. Hätten wir vielleicht ein bisschen schöne flache verwenden können, aber gut, das ist Geschmackssache, je nachdem, wie man es halt sieht. Man muss aber auch dazu sagen, bei dem Preis sind halt wirklich Flip-Ups dabei. Ne? Bei der SSR4 vom Novridge habt ihr keine Flip-Ups dabei gehabt. Habe ich euch auch angesprochen, schon öfters. Ja, im Regelfall braucht man sie nicht, aber es ist dennoch schön, wenn eine Airsoft Flip-Ups direkt im Lieferumfang dabei hat, denn wenn man doch mal welche extra dazu kaufen möchte, dann legt man hier doch relativ viel Geld einmal auf den Tresen. Also hier Flip-Ups bei jeder Modellvariante, egal ob Charlie, Bravo oder Alpha, direkt vorhanden bzw. darauf montiert. Dann drehen wir es ja noch mal kurz um vom Schützen aus auf die linke Seite. Da schauen wir uns zunächst mal den Feuerwahlhebel an. Gut, ist stinknormal, Standard AR-15, wie man kennt. Das Ganze eben nur einseitig, genauso wie letztendlich der Magazinauswurf auch nur einseitig. Und Bolt Catch habe ich euch vorhin schon öfters angesprochen, klappert ein bisschen und leider ohne Funktion. Der Feuerwahlhebel dagegen läuft sehr anständig, schön klar definiertes Klicksystem einmal drin, absolut kein Haken, kein zu hoher Widerstand, das läuft einfach wunderbar. Gerade im Vergleich zu anderen Systemen, die eben beidseitig verwendbar sind, da haben die Hersteller heutzutage immer noch teilweise Probleme damit. Bedeutet, dann bekommt ihr so ein bisschen so dieses Haken und dieses Kratzen ein kleines bisschen rein aufgrund des Zahnradsystems innen drin. Das ist hier bei einem einseitigen System ist es eben nicht der Fall. Bedeutet, hier habt ihr einen schön klar definierten Feuerwahlhebel letztendlich einmal dran. Gut, Magazinauswurf brauchen wir, glaube ich, nicht drüber schwätzen. Abzug können wir uns noch kurz anschauen. Hier habt ihr letztendlich bei der Charlie wie auch bei der Bravo-Version einen ganz normalen Abzug einmal drin, aber das Ganze ist flach gehalten und nicht einstellbar. Also nicht irgendwie über eine Schraube einen Speed-Trigger zum Justieren, sondern ein ganz normaler handelsüblicher Abzug, aber ja in so einem flachen Design. Da hier eben jetzt kein EFCS drin verbaut ist, müsst ihr natürlich den gesamten Abzugsweg einmal zurücklegen aufgrund der sehr alten Switch Assembly einmal drin. Habt ihr vielleicht vorhin schon bei den allgemeinen Informationen einmal gesehen und würde ich, wie auch schon jetzt häufiger angesprochen, würde ich definitiv tauschen lassen auf ein anständiges EFCS-System. Und dann ist es euch eben überlassen, übers Aster könnt ihr das auch in der Software einstellen, wenn ihr euch den Dongle noch dazu kauft, dann könnt ihr sagen, gut, ich trigger halt von mir aus nur hier vorne oder ich trigger nur hier hinten.
Was man aber auch wieder dazu sagen muss, bei einem optischen System habt ihr eben keinen Anschlag. Bedeutet, gerade im Vergleich zum Beispiel zu G&G mit ETU habt ihr einfach so einen kleinen Druckpunkt hinten, so einen kleinen Mikroswitchen mechanischen. Und da könnt ihr einfach einen Abzug hinterstellen und könnt dann immer schön gegen Anschlag drücken. Das ist halt bei einem optischen EFCS, wie jetzt zum Beispiel dem Aster, nicht der Fall. Bedeutet, ja, ihr könnt vorne schön fein triggern, könnt aber dennoch den gesamten Weg immer zurücklegen und triggert eben nicht gegen Anschlag. Beim Pistolengriff bin ich eigentlich zuerst davon ausgegangen, dass dieser 1:1 identisch ist wie bei E und C. Bedeutet gleiche Kunststoffform, gleiches Material. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, es ist zwar hier auch so ein BCM-Pistolengriff, der ist auch von der Qualität vollkommen in Ordnung. Ganz kleine Spritzgussnaht hier hinten runterwärts, aber definitiv nicht störend. Und auch von der Struktur her nicht ganz so tief wie der von E und C. Bedeutet, er ist wirklich schön strukturiert, kann man überhaupt nicht schimpfen, aber eben nicht ganz so rau oder nicht ganz so tief letztendlich von der Struktur her. Aber wie gesagt, der Griff ist klasse, auch vorne nicht diese störende Wulst, dieses klassische und auch unten zum Motor wechseln und zum Motor einstellen. Genauso wie letztendlich alle diese BCM-Griffe, wie man sie eben auf dem Markt bekommt. Bedeutet einfach hier feste zusammendrücken, dann könnt ihr ganz einfach das Inlay rausziehen, Motor rausziehen. Geht wunderbar und ist letztendlich von der Konstruktion her identisch wie auch bei anderen Herstellern. Auch hier gehe ich irgendwie davon aus, dass die halt alle irgendwie untereinander abkupfern letztendlich. Also hier der Griff ist in Ordnung und sitzt auch schön bündig und parallel einmal am Receiver dran. Bedeutet auch hier kein Versatz oder sowas sichtbar dran. Dann bleibt uns letztendlich nur noch der hintere Bereich von der Knifte. Da habt ihr, wie vorhin schon angesprochen, Aufnahmetrageriemen zwischen Buffertube und Receiver oder Lower Receiver. Das Ganze aus Stahl gefertigt, links wie auch rechts vorhanden, zum Beispiel für einen One-Point-Sling. Und die Buffertube jetzt bei der Charlie wie auch bei der Bravo leider nur aus Kunststoff. Bedeutet, wenn ihr hier eine Buffertube aus Alu oder so haben wollt, dann müsst ihr halt einmal zur Alpha-Variante greifen. Also hier sieht man halt auch ein kleines bisschen auf den Preis geachtet und dementsprechend leider nur eine Buffertube aus PA oder aus Kunststoff. Auch hier sieht man so ganz kleine Macken in dieser Fake Barrel Nut einmal drin. Aber wie gesagt, für den Preis würde ich hier nicht großartig schimpfen und wird natürlich innen drin mit dem Spring Guide verbunden, wie vorhin schon kurz angesprochen. So, der Schaft ist klasse, den mag ich, den wird es heute wahrscheinlich im Fazit sogar einen Pluspunkt geben. Der ist richtig gut. Wangenauflage oben ein bisschen, ja, natürlich breiter, wie auch diese ganzen Sop-Mod-Schäfte oder sowas. Schöne Struktur oben drauf, also sehr angenehm vom Schießen her, wenn man die Wange auflegt. Fühlt sich klasse an, schöne Struktur, Haptik hervorragend, Qualität ebenfalls hervorragend, keine unsauberen Stellen oder sowas. Und wie ihr vorhin auch schon gesehen habt, zum Akku einlegen, letztendlich ganz easy, hier hinten einfach zusammendrücken, dann die gummierte Schaftkappe einmal abnehmen, Akku reinzömpeln, wieder draufstecken, ist einfach unheimlich benutzerfreundlich. Also hier von der Qualität der Schaft wirklich hervorragend und den habt ihr letztendlich an allen Deltas dran, die ich euch jetzt im Video gezeigt habe. Bedeutet, egal ob jetzt hier diese Charlie, die Bravo oder die Alpha-Version. Einen kleinen Punkt habe ich euch vorhin auch aber schon angesprochen. Leider bei allen Modellen doch relativ viel Spiel auf dem gesamten Schaft drauf. Bedeutet, selbst wenn man relativ weit vorne spielt, wackelt der da hinten ja ganz easy vielleicht mal 4-5 mm rum. Hat also hier auf der Buffertube, ja keine Ahnung, locker 1 mm, 1,5 mm, kleines bisschen Luft. Und wenn wir das Ganze natürlich voll ausziehen, dann wird es natürlich noch viel schlimmer, naja, noch deutlich schlimmerer. Schlimmerer. Bedeutet hier, wie vorhin auch schon angesprochen, zieht ihn einfach einmal komplett ab. Warte mal, ich zeige es euch mal ganz kurz. Einmal komplett nach hinten abziehen, das Ding. So, und dann nehmt ihr einfach die Buffertube her und macht euch einfach hier hinten auf die Buffertube kleines bisschen ISO-Band drauf. Genau hier im hinteren, oberen Bereich hier seitlich 1-2 Lagen, auf der anderen Seite 1-2 Lagen und vielleicht hier unten auch nochmal 1-2 Lagen ISO-Band einfach aufkleben oder irgendein anderes Klebeband, was ihr habt. Das muss man bei relativ vielen SAEGs machen, denn jeder Hersteller variiert hier gerne mal ein bisschen mit der Buffertube-Größe. Bedeutet, ihr könnt auch nicht immer davon ausgehen, das ist jetzt Mil-Spec oder Commercial oder sowas. Nein, das macht jeder Hersteller, wie er gerade Lust und Laune hat. Und dementsprechend hat man teilweise, laufen die Schäfte zu straff oder ihr macht andere Schäfte drauf und die haben einfach sehr viel Spiel. Dementsprechend einfach hier hinten mit ein bisschen ISO-Band oder Klebeband ausgleichen, den Durchmesser, und dann könnt ihr dieses Spiel ganz einfach bei eurer SAEG reduzieren bzw. ja, vermindern.
Dann lasst uns anschließend weitermachen mit der Bravo-Serie. Habe ich euch vorhin schon mal gesagt, das ist so ja, mein Preis-Leistungs-Favorit aus diesen 3 Modellen. Denn hier habt ihr eben den Receiver weiterhin aus Kunststoff, 1:1 identisch zu der Charlie, wie gerade eben schon gesehen. Aber der Vorderschaft hier jetzt eben komplett aus Aluminium gefertigt. Schönes, schlankes Key-Mod-System vorne dran, auch im 45-Grad-Winkel einmal nutzbar. Und ihr habt eben bei dieser Key-Mod-Version ebenfalls nochmal QD-Aufnahme für ein Sling-Swivel zum Reinklipsen und die Picatinny-Schienen aus Aluminium ebenfalls nochmal dabei. Und das finde ich eben vom Preis-Leistungs-Verhältnis klasse und dementsprechend habt ihr aber auch auf die gesamte Knifte deutlich weniger Flexibilität drauf. Bedeutet, ihr könnt die ganze Knifte nicht so stark ja, verwinden oder verbiegen aufgrund des Aluminium-Vorderschaftes. Dementsprechend bin ich hier doch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr angetan. Ein kleiner Punkt, wenn wir jetzt hier schon über den Vorderschaft sprechen, der ist von der Qualität, rein vom Aluminium ist er wirklich klasse. Die Beschichtung ist aber nur lackiert. Bedeutet nicht eloxiert, nicht pulverbeschichtet, sondern lackiert. Und das werdet ihr auch zum Beispiel dann bei der Alpha sehen, wenn ihr da mal die Mündungsbremse oder diesen Amplifier oder bei der Alpha den Schalldämpfer mal runterschraubt, dann habt ihr richtig schöne Lackspuren außenrum. Bedeutet, dieser Lack scheuert sich relativ zügig einmal ab. Aber auch hier muss man sagen, gut, irgendwo muss natürlich der Preis irgendwie zustande kommen. Wie gesagt, schlecht ist es nicht, bedeutet, es ist sauber lackiert. Ihr habt nirgendwo irgendwelche Läufe oder sowas drin, keine dicken Stellen oder sowas, keine zu dünnen Stellen. Ich denke, das ist einfach mit dem Lackierroboter einmal drüber lackiert worden. Auch vom Farbton her muss man sagen, dieses FDE von Delta wirkt sehr schön, also nicht so stark ins Sand gehende, nicht zu viel Gelbanteil drin, sondern ein richtig schönes, etwas gräuliches, ja, Flat Dark Earth letztendlich, also Farbton vollkommen in Ordnung. So, der kleine Dinge hier vorne, dieser Amplifier oder diese kleine Verstärker, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, der verstärkt natürlich das Schussgeräusch doch relativ stark, bedeutet, es ist wie so eine kleine Tröte vorne raus, auch aus Aluminium gefertigt. Und was ihr hier jetzt aber sehen könnt, der ist von der Passgenauigkeit zu dem Vorderschaft etwas weniger Toleranz oder weniger Spielraum wie gerade bei der Charlie, dieser Schalldämpfer. Und dadurch wird der Outer, auch wenn er hier zweiteilig ist, wird er vorne einfach nochmal aufgrund dieses Amplifiers schön im Vorderschaft letztendlich gehalten und fixiert bzw. zentriert. Also das macht von der Qualität einen guten Eindruck und sichert sozusagen den Outer, damit es nicht rumklappern und nicht rumschwingen kann. Wem das nicht gefällt, Durchmesser beachten, bei den technischen Daten schon gesehen, wenn ihr hier irgendwie einen Tracer verbauen wollt oder ihr wollt eine normale Mündungsbremse verbauen, dann braucht ihr hier eben nochmal ja, so eine kleine Laufverlängerung, vielleicht mit 40 mm, 50 mm, damit ihr mit dem 14 mm Gewinde aus dem Vorderschaft rauskommt. Ansonsten sitzt das Gewinde natürlich hier einmal innen drin. Was ihr auch bei der Bravo, bei dieser Key-Mod-Version jetzt hier seht, die vordersten Positionen kann man hier nicht verwenden. Bedeutet, ihr müsst halt das ganze Zeug um 1 bis 2 Positionen nach hinten versetzen, da die hier eben einmal geschlossen werden. Aber wie gesagt, von der Qualität kann man absolut nicht schimpfen. Die Ausrichtung von dieser Abdeckung von diesem Amplifier ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Denn da seht ihr, da ist einmal diese Spannfeder hier außen rum, die gehört rein theoretisch, gehört die in diese Nut da rein, damit sich das nicht abschrauben lässt. Das funktioniert aber nicht, sonst müsst ihr das Gewinde nochmal eine halbe Umdrehung aufmachen und dann klappert die Kappe da vorne rum. Dementsprechend jetzt hier einfach nur mit ein bisschen Schmackes ja, zugeschraubt. Aber wie gesagt, normalerweise müsste diese Feder müsste normalerweise unter den Ohrring und müsste dann hier einmal innen drin arretieren. Funktioniert aber, wie gesagt, funktioniert nicht, sonst klappert diese ganze Einsatz klappert dann da vorne rum. Dementsprechend einfach mit ein bisschen Schmackes zugeschraubt und fertig. Und ob jetzt diese Klemmung da einhakt oder nicht, ja, muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Die restlichen Bauteile sind dann letztendlich 1:1 identisch zu der Charlie-Version, brauchen wir uns jetzt nicht wiederholen, bedeutet Receiver exakt 1:1 identisch, Bedienelemente, Buffertube ebenfalls aus Kunststoff gefertigt, also alles gleich, nur hier eben von der Farbe, hier der Pistolengriff halt jetzt in FDE, wie auch der Schaft natürlich ebenfalls einmal in FDE gehalten. Aber wie gesagt, Qualität und Material, Passgenauigkeit exakt 1:1 identisch. Einen kleinen Punkt, weiß ich nicht, ob ich vorhin schon mal angesprochen habe, der Spannhebel oben drauf, habt ihr hier auf der Seite raus so eine kleine Erweiterung, kennt ihr zum Beispiel auch von ICS.
Das kann, wenn der zu weit rauskommt, dieser Haken vom Spannhebel, kann der gerne mal, wenn man die Waffe zu nah zum Beispiel am Plattenträger oder halt an der Gier trägt, kann sich gern mal dieser Haken ein bisschen an der Pouch oder so verhängen oder hängen bleiben. Kennt ihr vielleicht auch von ICS. Und natürlich auch im inneren Bereich, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, ja, ein starkes Federklingeln, Federklappern letztendlich von der Feder, welche oben am Spannhebel arretiert. Bedeutet auch hier wieder, wer dieses Klingeln oder das Scheppern weghaben möchte, muss man auch hier wieder mit ein kleines bisschen Schaumstoff und Fett nachhelfen, damit eben dieses Klingeln und Scheppern ein kleines bisschen weggeht. Und abschließend sprechen wir natürlich auch die Alpha-Variante noch im Detail durch. Hier geht es ab 235 € los. Auch hier habt ihr natürlich den gesamten Vorderschaft letztendlich aus Aluminium gefertigt, auch wieder lackiert das Ganze. Das sieht man auch teilweise an den Kanten hier oben beziehungsweise an der Phase. Die wirken ein kleines bisschen dunkler wie andere Flächen. Also hier wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Lack einmal aufgetragen, macht aber jetzt im Bock nicht fett. Qualität ist in Ordnung, auch die Ausrichtung am Receiver ist perfekt hier oben. Also schön bündig hier der Übergang von der Picatinny-Schiene, kein Versatz oder sowas drin, einwandfrei. Und auch wird der Vorderschaft letztendlich hier nochmal am Receiver letztendlich ausgerichtet über zwei solche Klemmpunkte. Also das ist von der Ausrichtung in Ordnung. Die Klemmung ist dann letztendlich wie beim LVOA Vorderschaft, kennt ihr zum Beispiel hier unten. Bedeutet, das Ganze wird hier über diese, oder ist unten geschlitzt und wird dann letztendlich auf die Barrel Nut einmal aufgeklemmt. Ein kleiner Unterschied ist dann der Outer im inneren Bereich. Bedeutet, hier habt ihr zwar auch keine Gasabnahme drin, kein Gasrohr findet ihr hier vor. Also wer darauf Wert legt irgendwie, dass hier alles sauber nachgebildet ist, nein, ist nicht der Fall. Aber der Outer ist jetzt hier nicht zweiteilig, sondern bei der Alpha, zumindest bei dem Modell jetzt hier, ist er komplett einteilig, eben aus Aluminium gefertigt. Also das ist in Ordnung, qualitativ etwas besser wie die anderen beiden. Und auch diese Schalldämpferattrappe, auch wenn es jetzt nichts bringt, da der Lauf natürlich komplett bis vorne durchgeht, sitzt im Vorderschaft komplett press drin. Bedeutet, hier habt ihr absolut gar kein Spiel und dementsprechend wird einfach der Outer im Vorderschaft nochmal zu 100% ausgerichtet und zentriert, aufgrund eben dieser Schalldämpferattrappe. Was ich euch jetzt aber hier mal zeigen kann, wie gerade schon bei der Bravo angesprochen, eben lackiert bedeutet, wenn ihr da mal den Schalli runterschraubt, habt ihr eben so ein paar Lackpartikel und ein bisschen Abrieb letztendlich am Schalli einmal mit dranhängen. Aber wie gesagt, dementsprechend auch nur relevant, wenn ihr das Ding halt vielleicht öfters mal ein bisschen abschraubt oder aufschraubt. Und hier seht ihr jetzt eben den Inner, bedeutet, der kommt komplett bis vorne raus und das Gewinde hört hier innen drin auf. Bedeutet auch hier, wenn ihr einen Tracer verwenden wollt, wenn ihr einen Schalldämpfer mit Schaum verwenden wollt oder eine normale Mündungsbremse, wird hier nochmal eine kleine Laufverlängerung mit circa, was sind denn das, vielleicht circa 80 mm einmal nötig sein. Anders funktioniert das bei dieser Modellserie, beziehungsweise bei dieser DMR, funktioniert das Ganze eben anders nicht. Und was ihr jetzt ebenfalls sehen könnt, wenn wir jetzt mal den Schalli oder diese Attrappe wieder festziehen, was ihr auch sehen könnt, jetzt nochmal in der Nahaufnahme vorhin aber auch schon angesprochen, bedeutet, bei der Alpha habt ihr im Vergleich zu der Bravo leider keine Rails dabei. Bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie noch Zubehör schon zu Hause habt, welches für normal 21 mm Picatinny ausgelegt ist, dann könnt ihr hier aufgrund des Schalldämpfers oder der Attrappe eben die vorderen 3 Positionen des Key-Mod-Systems nicht nutzen. Bedeutet, die gehen euch verloren. Ihr könnt also erst ab hier eine Picatinny-Schiene oder allgemein Key-Mod-Zubehör daran montieren. Natürlich auch im unteren Bereich. Bedeutet, wer jetzt irgendwie ganz vorne irgendwas hinklemmen möchte, das ist nicht möglich. Der Hauptunterschied von der Bravo zur Alpha ist dann selbstverständlich einmal der Receiver und die Buffer-Tube. Bedeutet, hier habt ihr eben kein Polymer mit Kunststoff am Receiver, sondern hier auch wie bei anderen Herstellern letztendlich eine Aluminium-Zink-Legierung oder Zink-Aluminium. Bedeutet auch hier der Receiver vom Design her identisch wie bei den Kunststoffvarianten. Bedeutet auch hier schön modern, schön kantig gehalten vom Forward Assist. Auch hier schön Delta Armory einmal im Material eingeprägt auf dem Forward Assist.
und ist aber von der Qualität und von der Passgenauigkeit wirklich vollkommen in Ordnung. Bedeutet, auch hier kann man absolut nicht schimpfen. Die Receiver-Hälften passen wunderbar. Ihr habt keinen Versatz drauf, ihr habt hier kein Spiel irgendwie drauf, sondern es wird einfach alles miteinander sauber verbunden und auch die Übergänge stimmen. Bedeutet auch, wenn wir uns das Ding mal vom Schützen aus auf der linken Seite anschauen, sehen wir auch hier, dass die Receiver-Hälften 1A zusammenpassen und auch die Übergänge und die Konturen ist einfach stimmig. Bedeutet auch hier neben dem Bolt Catch Lever hier dieser kleine Steg, der hier runter geht, das geht einfach nahtlos über vom Design her. Ich weiß gar nicht, bei welcher Knifte das war, da hatte ich es schon mal kritisiert. Das war irgendwie alles ein kleines bisschen versetzt dann und hat nicht ganz so geil ausgesehen. Also hier der Receiver wirklich vollkommen in Ordnung, schön modern, schön kantig von den Flächen her. Klasse, können wir gar nicht maulen. Ein kleiner Punkt, was mich ein bisschen stört, aber das ist auch immer Geschmackssache. Ich finde die Markings vom Schützen aus rechts, dieses eingeprägte im Material, ist wirklich geil, sowas feiere ich. Hier letztendlich aber vom Schützen aus links lasern dann das Logo relativ groß und fett auf dem Magazinschacht einmal auf. Wenn man da schon den Receiver extra fertigt oder die Form dafür fertigt, dann hätten es auch das meiner Meinung nach gerne noch einmal direkt im Material einprägen können. Denn das ist schon, ja, das wirkt einfach von den Markings her ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, je nachdem. Manche machen auch einen Aufkleber drüber. Gut, kann man sehen, wie man will. Also Receiver ist klasse und wie vorhin aber auch schon angesprochen, hier der Bolt Catch, der klappert hier bei der Alpha aufgrund des Materials doch sehr, sehr stark einmal rum. Wiederhole ich mich jetzt zwar ganz kurz, aber wer es verpasst hat, eventuell in den hinteren Bereich des Bolt Catches, daher eben ohne Funktion ist, vielleicht ein bisschen im inneren Bereich, vielleicht ein bisschen Schaumstoff dahinter stopfen oder irgendwas. Oder vielleicht sogar mit ein kleines bisschen Kleber vielleicht fixieren oder so. Also mich persönlich stört es einfach, wenn der da so stark rumklappern kann letztendlich. So, dann hinten natürlich die Aufnahme. Die Aufnahme ist identisch. Trageriemen hier hinten ganz normal aus Stahl, links wie auch rechts. Und die Buffer-Tube jetzt eben bei der Alpha-Version komplett aus ja, so Aluminium bzw. Zink-Aluminium-Legierung. Also letztendlich genauso, wie man es von anderen Herstellern auch im hochpreisigen Segment letztendlich kennt. Einen kleinen Punkt möchte ich noch ergänzen. Bei der Alpha-Version, habt ihr vielleicht vorhin mitbekommen, hier ist bereits das Gate Aster in der SE-Version vom Software Store eingebaut worden. Und das Ganze kommt eben direkt mit dem Gate-eigenen Quantum Trigger. Daher ist Aster leider mit Standardabzügen nicht wirklich gut oder konstant arbeiten kann. Finde ich ein bisschen schade, das haben sie beim Titan damals ein bisschen besser umgesetzt. Also hier braucht man ja einen besseren Abzug oder einen eigenen Abzug von Gate, damit es von dem Abzugweg immer an der gleichen Position auslöst. Ansonsten kann der Abzugsweg relativ stark schwanken und man muss eben mit diesem Aufkleber ein bisschen aufpassen. So, sei ja mal dahingestellt, auf jeden Fall ist jetzt hier eben das SE drin mit dem Quantum Trigger von Gate und da kann ich euch jetzt zunächst mal nicht sagen, ob jetzt exakt immer dieser Abzug dabei ist oder ob es auch andere gibt. Zum Beispiel, ich finde zum Beispiel diesen leider nicht ganz so gelungen von Gate. Bedeutet erstmal, gut, Silber, sei mal dahingestellt, schwarz wäre wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen, aber von der Form und von der Länge ist er, wenn man normale Abzüge oder Standardabzüge gewohnt ist, doch sehr gewöhnungsbedürftig. Bedeutet, ihr seht, er ist deutlich kürzer. Bedeutet, ich kann hier meinen ganzen Finger unten drunter stopfen. Also der hätte ruhig vielleicht nochmal 4 mm länger sein können. Er ist hier unten sehr scharfkantig. Bedeutet genau hier unten extrem scharfkantig, nicht irgendwie abgerundet. Und auch in der Breite sehr, sehr dünn. Bedeutet, ihr habt für den Finger eine deutlich kleinere Auflagefläche. Da meint man gerade, man zieht ein bisschen an so einem dünnen Nagel oder sowas. Wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig, ist auch sehr viel Geschmackssache. Ich bevorzuge es, wenn ich ein bisschen eine breitere Auflagefläche einfach für den Finger habe. Und ihr seht, wenn ich den Abzug normal ziehe, dann liege ich letztendlich mit dem Finger genau hier unten an dieser scharfen Kante einmal an. Also wie gesagt, er hätte ruhig noch mal ein kleines bisschen länger sein können. Wie gesagt, ob der jetzt Standard immer dabei ist, weiß ich leider nicht. Bevor wir gleich im Anschluss zu den Internals kommen, lasst uns noch kurz über das Hop-Up sprechen. Habe ich euch vorhin schon alles bei den Allgemeininformationen oder beziehungsweise nach dem Chrono mitgeteilt. Hier einfach noch mal kurz in der Nahaufnahme für Einsteiger. Bedeutet hier Bolt Catch leider ohne Funktion. Bedeutet, ihr müsst zum Hop-Up einstellen. Leider
den Spannhebel wie früher noch einmal gezogen halten, also hinten halten. Und dann seht ihr hier innen drin eure ABS Kunststoff Rotary Hop-Up-Kammer. So, und hier könnt ihr es vielleicht jetzt im Detail ein bisschen erkennen. Das Rädchen da innen drin läuft sehr, sehr loose, also ja, so gut wie kein Widerstand einmal drauf. Und dementsprechend könnte sich das Hop-Up auch je nachdem, was für eine Federstärke ihr habt, je nachdem, wie viel Vibrationen sich auf die Hop-Up-Kammer übertragen, kann sich das Hop-Up gegebenenfalls leider etwas verstellen. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen was anderes gewohnt, das könnte deutlich straffer laufen. Dementsprechend werde ich euch abschließen beim Thema Lauf- und Hop-Up-System und werde ich euch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wenn ihr das Hop-Up-Rädchen ein bisschen straffer haben wollt vom Zugwiderstand. Also wie gesagt, hier vom Einstellrädchen leider ein kleines bisschen, ja, lasch, muss man sagen. Gut, Leute, dann gibt es bei diesen ganzen Quinclio-Kniften, oder ich nenne es jetzt einfach mal Quinclio-System, denn wie gesagt, die sind ja vom Aufbau, sind da alle Hersteller gleich, diese ganze OEM-Produktion. Gibt es ein paar Punkte, die ihr beachten solltet. Da werde ich euch einfach mal, oder gehen wir es mal ganz kurz zusammen durch, damit ihr einfach Bescheid wisst, auf was ihr vielleicht achten solltet. Der erste Punkt ist, wie vorhin schon angesprochen, die Modelle haben leider keinen funktionstüchtigen Verschlussfang. Bedeutet, wenn ihr mal irgendwie einen Gearbox-Jam auf dem Feld haben solltet, weil ihr kein EFCS drin habt oder weil ihr auch immer das Ding einmal auseinanderziehen müsst, dann passt bei diesen ganzen Modellen auf, der Bolt-Catch-Lever oder der Bolt-Catch an sich oder Verschlussfang sitzt hier nur ganz lose im Receiver drin. Habe ich euch vorhin schon angesprochen, der klappert auch gerne. Jetzt kann es aber passieren, wenn ihr nicht aufpasst und ihr zieht es auseinander, dann kann es passieren, dass er runterspringt, rausfällt, auf den Boden fällt und wenn ihr gerade auf dem Feld seid, dann liegt das Ding irgendwo im Gras und ihr findet ihn nie wieder. Also hier ein kleines bisschen darauf achten, dass der eben nicht wie bei anderen Herstellern irgendwie verschraubt oder verstiftet ist, sondern nur ja, hier lose drin sitzt. Also ein kleines bisschen darauf achten. Der nächste Punkt ist Federschnellwechselsystem. Weiß ich nicht, ob ich es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe. Besonders bei dem Federschnellwechselsystem müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr die Buffertube innen drin über die Schraube wieder festzieht, dass ihr auf die Schraube selbst keinen Druck aufbaut. Bedeutet, wenn ihr hier mit dem Schraubendreher dreht, dann kann es passieren, dass die Schraube nicht sofort in das Gewinde von dem Spring Guide reingeht. Dann dürft ihr aber auf keinen Fall irgendwie hinten reindrücken oder auf die Schraube Druck ausüben, denn ansonsten rutscht zwar die Schraube in den Spring Guide dann rein und dann schraubt ihr, aber dann habt ihr den Spring Guide innen drin ausgehakt. Passt mal auf, das versuche ich euch vielleicht mal ganz kurz zu demonstrieren. Ich schraube das jetzt hier mal ganz kurz wieder lose. Bedeutet, hier wird ja die Schraube oder über dieses doch etwas veraltete System habt ihr ja immer noch die Aufnahme von der Buffertube über die Schraube innen drin. So, und jetzt passt auf, wenn die Schraube eben, wenn ihr die festziehen wollt, dann seht ihr den Spring Guide? Ihr könnt den ganzen Spring Guide über die Schraube aushaken. Also hier nicht auf keinen Fall reindrücken und dann drehen, ansonsten dreht ihr innen drin den Spring Guide wieder aus der Arretierung raus. Also wirklich schauen, dass das Gewinde sauber sitzt. Und dann muss es ganz leicht gehen. Ohne irgendwie Druck müsst ihr dann die Buffertube festziehen können. So, noch ein kleines bisschen so und dann ist schon fest. Also hier einfach ein kleines bisschen aufpassen, wenn ihr die Buffertube wieder festzieht. So, der nächste Punkt, das habe ich euch, glaube ich, auch schon angesprochen, mal bei der SSR 4 oder ich glaube sogar bei der Pro Arms, was ich auch nicht ganz so toll finde, oder wo man ein bisschen aufpassen muss, das ist das Pin-System. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, bei den Systemen ist der Pin nicht irgendwie innen drin nochmal gesichert, irgendwie über einen Splint oder sowas, sondern ihr könnt ihn komplett rausklopfen und er hält dann letztendlich nur über die Klemmung vom Pistolengriff über die Schrauben, wird er quasi gequetscht und hinten über den Spring Guide. Ansonsten wird der Pin hier nur über so eine Rändelung einmal reingeschoben oder reingedrückt. Bedeutet, ihr solltet aufpassen, dass ihr diesen nicht so oft reinprügelt und wenn immer schauen, dass ihr möglichst die gleiche Position von dieser Rändelung erwischt. Ansonsten, wenn ihr den jedes Mal anders reinklopft, mal so, dann kann es passieren, dass ihr einfach das Material hier seitlich oder das Loch auf Dauer immer ein kleines bisschen größer klopft und irgendwann hält euch der Pin nicht mehr. Also hier bei der Montage auch ein bisschen aufpassen letztendlich. Der nächste Punkt ist dann einmal der Motor unten. Da werdet ihr jetzt bei diesen Delta Armory Kniften oder werdet ihr feststellen, dass ja, die Feder
leider nicht wirklich press drauf sitzt. Bedeutet, ihr seht, die Feder ist komplett loose einmal drauf und wenn ihr die wieder in den Pistolengriff verbauen wollt, dann rutscht euch jedes Mal die Feder von diesem Turm runter. Also die hätte von der letzten Windung, hätte die Feder deutlich enger sein können, damit das Zeug da sauber drauf bleibt. Hier ein kleiner Tipp, nehmt einfach eine Zange her, geht auf die letzte Windung und drückt diese ganz leicht, kleines bisschen zusammen. Da langt schon so ein halber Millimeter, langt das schon aus, bloß damit ihr quasi die Windung kleines bisschen zusammendrückt. Ganz leicht, so, und dann presst ihr die da letztendlich wieder drauf und dann hält die Feder da sauber. Bedeutet, auch wenn ihr den Motor dann wieder in den Pistolengriff einmal verbaut und installiert, dann fällt euch die Feder einfach nicht runter. Also hier eine kleine Optimierung, falls ihr den Motor mal raus und wieder reinbaut. So, die Kabel ein bisschen auf die Seite und rein mit dem Ding. Und abschließend, worauf ihr auch noch ein bisschen achten müsst, ist, wenn ihr die Hop-Up-Kammer mal rauszieht oder ja allgemein mal auseinanderzieht, wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, bei den Systemen wird letztendlich dieses Verschlussblech hier innen drin oder dieses, ja, das kleine Blech hier, wie bei Specna Arms halt auch oder bei diesen ganzen Systemen, wird es nicht irgendwie geführt oder gehalten. Bedeutet, es wird hier einfach nur reingeschmissen. Seht ihr? Bedeutet, es kann auch passieren, dass wenn ihr das mal auseinanderzieht und die Hop-Up-Kammer rauszieht, dann kann es auch passieren, dass euch dieses Blech einfach rausfällt. Also auch hier, wie gesagt, ein bisschen darauf achten, dass das halt nicht irgendwie verliert oder sowas und damit es immer schön sauber einmal drin ist. Ja gut, damit es ein kleines bisschen klappert, weil es halt leider nicht geführt wird, habe ich, glaube ich, vorhin bereits angesprochen. Gut Leute, dann schauen wir uns natürlich auch heute wieder im Detail die gesamten Komponenten an, beziehungsweise die gesamten Internals. Und hier vergleichen wir ebenfalls zwischen der Charlie, der Bravo und der Alpha. Aber hier zunächst mal der wichtige Punkt für euch. Die gesamten Internals von der Charlie und von der Bravo sind exakt 1:1 identisch. Ich habe alle drei Modelle auseinandergebaut und hier eben kein Unterschied. Nur die Alpha-Version, die etwas teurere, weicht von den Komponenten minimals ein kleines bisschen ab. So, beginnen wir also zunächst mal bei der Gearbox Shell. Und ja, ihr werdet es auch heute wieder sehen und ich habe es vorhin auch schon angesprochen, letztendlich Delta Armory OEM-Produktion kommt meiner Meinung nach von Quingliu, genauso wie Specna Arms, Lancer Tactical und auch Norwich SSR4 und dementsprechend auch hier wieder die Gearbox exakt 1:1 identisch. Bedeutet hier zwischen diesen einzelnen OEM-Herstellern kein Unterschied, was die Gearbox und teilweise natürlich auch die Komponenten angeht. Schauen wir uns also zunächst mal die Gearbox Shell und die Lagerung an. So, die Gearbox Shell seht ihr jetzt hier, diese ist schwarz und ist letztendlich von der Charlie-Version und ist exakt 1:1 identisch, wie auch mit der Bravo-Variante. Wenn wir aber jetzt diese beiden Gearboxen mal ein bisschen vergleichen, wie gesagt hier aus den beiden günstigen Modellen und einmal die Alpha-Version daneben legen, Moment, bleibt am Kabel hängen, dann werdet ihr erstmal feststellen, ja gut, diese hier ist jetzt letztendlich schwarz beschichtet. Dann steht hier Delta Armory drauf, bei Norwich steht halt da Norwich drauf. Das macht dem Bock jetzt auch nicht fett, was da drauf steht. Und diese hier ist silber und nicht schwarz. Und jetzt werdet ihr euch denken, gut, die ist halt nicht lackiert, aber wenn wir die mal aufmachen und uns direkt das Material vergleichen, von der Alpha-Version zu den günstigen, dann werdet ihr vielleicht hier auch einen gewissen Unterschied feststellen können. Bedeutet hier, das Material von der Alpha-Variante erinnert schon eher oder ist identisch zu Specna Arms zum Beispiel oder Norwich SSR4. Die Bravo-Variante weicht hier vom Material der Gearbox Shell aber etwas ab. So, jetzt bin ich auch kein Fachmann, was Gussmaterial betrifft, aber eventuell handelt es sich bei der Alpha-Version um eine bessere oder neuere Version und die Charlie und die Alpha um eine etwas schlechtere oder ältere Variante. Denn wie gesagt, bei den Gearbox Shells hier rein vom Material definitiv ein Unterschied einmal sichtbar. Aber wie gesagt, ob jetzt hier das Material von der Alpha irgendwie mehr Zugfestigkeit hat wie das Material von der Charlie und von der Bravo, keine Ahnung, kann ich euch absolut nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann von der allgemeinen Belastbarkeit her, ich hatte jetzt erst vor kurzem einen Kommentar unter dem Norwich SSR4 Video, dem seine Gearbox ist bereits gerissen oder gebrochen, bereits beim zweiten Spieltag. So, darauf lege ich aber heute nicht so viel Wert, denn derjenige hat auch nicht angegeben, mit wie viel Energie er das Modell gespielt hat. Wenn er da jetzt 2 Joule reingeballert hat und alles andere Standard gelassen hat, ja natürlich, dann kann es natürlich vorkommen, dass auch diese Gearboxen einfach da oben einfach platzen oder wegreißen.
Aber wenn man das Ganze mit einem korrekten Zylinderhead kombiniert und eben nicht von der Energie übertreibt, dann sind diese Gearboxen auch haltbar. Denn mir ist nichts bekannt, ich habe auch noch nie irgendwo was Großes gelesen oder irgendwie eine Diskussion gehabt, dass irgendwie eine Specna Arms Gearbox irgendwie am laufenden Band irgendwie kaputt geht. Dem ist also nicht der Fall. Dennoch wäre ich aufgrund des Materials, wäre ich aber dennoch bei der Charlie und bei der Bravo, wäre ich etwas vorsichtig. Denn wie gesagt, das Material wirkt ein kleines bisschen, ja, ein bisschen feiner irgendwie von der Zusammensetzung her. Dementsprechend könnte es eventuell sein, dass diese Gearbox keine 1,8 oder 2 Joule auf Dauer mitmacht. Wie gesagt, ich spreche es lieber aus Sicherheitsgründen an, wirklich bestätigen kann ich es nicht. Es kann auch sein, dass die Gearbox wunderbar 2 Joule wegsteckt, ich weiß es aber nicht. Dementsprechend wäre ich hier bei der günstigen Version halt ein kleines bisschen vorsichtig. Warum ich das heute im Allgemeinen ein bisschen ausschweifend erkläre, was ihr vielleicht ebenfalls seht, diese Gearboxen haben im Regelfall alle vorne einen Radius am Übergang vom Zylinder zum Zylinderhead. Bedeutet, seht ihr hier unten, schöner Radius einmal drin, das Ganze auch auf beiden Seiten, seht ihr hier, Radius drin, hier Radius drin, ansonsten sind die Gearboxen aber nicht weiter verstärkt. Bedeutet, man hat im inneren Bereich der Gearbox nicht irgendwie wie bei G und G, bei der G2 oder G2H, wie auch bei der Syma Gearbox Shell, hat man hier innen drin keine Verstärkung. Bedeutet wirklich nur Radien drin und auch verfügen diese Gearboxen nicht über ein durchläufiges oder umlaufendes Nut- und Federsystem. Bedeutet, habt ihr vielleicht bei anderen Herstellern teilweise vielleicht schon mal gesehen, die ziehen hier einfach so ein Nut- und Federsystem direkt hier über diesen Winkel drüber. Und dadurch können diese beiden Hälften einfach gerade hier, wo die Shells immer gern brechen, kann sich einfach die Last auf beide Gearbox-Hälften einmal verteilen. Und das ist hier eben bei so einem System nicht der Fall. Dennoch aber eben Radien drin, was schon mal sehr, sehr gut ist. Hier muss man aber auch sagen, dass die Gussqualität hier an den Radien nicht ganz perfekt ist. Bedeutet, wenn ihr euch hier mal die Gearbox anschaut, das sollte eigentlich hier oben ein Radius drin sein. Bedeutet, man sieht ihn sogar von innen. Hier einmal ein Radius, aber da hängt noch ein bisschen Material dran. Bedeutet, hier wurde das Ganze nicht komplett oder nicht sauber gegossen. Und das ist leider auch bei den anderen Gearboxen ebenfalls der Fall. Bedeutet, auch hier seht ihr, da müsste oder sollte eigentlich ein Radius drin sein. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man es sehr schön sehen. Hier oben einmal, aber bei der Gearbox-Hälfte, da stimmt irgendwas mit der Gussform nicht ganz. Denn hier ist einfach noch so ein bisschen Material, noch so ein Fetzen einmal übrig bzw. hängen geblieben. Ansonsten, wie häufig auch schon angesprochen bei den Modellen, die Gearboxen finde ich sehr gut vom Aufbau her. Gerade auch so kleinere Features, die einem das Leben unheimlich leicht machen. Zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite, wenn wir es mal umdrehen, hier ein schöner Cut drin oder eine schöne Fräsung drin, um die Gearbox zu entspannen. Ist jetzt aufgrund des Federschnellwechselsystems zwar nicht unbedingt nötig, aber wenn zum Beispiel die Tappet Plate vorgespannt ist oder die Nozzle vorgespannt ist, einfach hier mit einem kleinen Bit rein, Anti-Reversal innen drin runterdrücken und man kann die Tappet Plate entspannen. Wunderbar. Und auch vom Kabelverlauf oder von der Kabelführung hier unten wunderschön gelöst, genauso wie bei G und G zum Beispiel, so einen richtig schönen Kabelkanal da unten reingezogen. Und man muss eben nicht darauf achten, dass die Kabel da richtig schön unten liegen, wenn man den Motor öfters mal ein- und ausbaut. Macht man also die Isolierung nicht kaputt. Finde ich klasse, finde ich super umgesetzt und sollte heute definitiv jeder Hersteller einmal haben, so eine Kabelführung da unten. So, wie gesagt, der Software Store gibt auch bei beiden oder bei allen Delta Armory Kniften ein Update an oder ein Tuning an bis 1,7 Joule. Jetzt weiß ich aber natürlich auch nicht, wird hier nur die Feder getauscht oder wird ebenfalls der Zylinderhead optimiert, kann ich euch nicht sagen. Ich meine, der Software Store wird sich irgendwas dabei gedacht haben und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass diese Gearboxen, egal ob jetzt die Alpha oder die günstigen Versionen, die Bravo und die Charlie, bis 1,7 Joule mit dem Original Zylinderhead haltbar sind. Geht ihr höher oder wollt ihr höher von der Energie, würde ich definitiv einen Zylinderhead mit einem großen weichen Sorbo verbauen, damit einfach die Gearbox noch ein bisschen vom Material geschont wird. Denn wie gesagt, nur letztendlich Radien, aber weder hier vorne oben verstärkt, noch im inneren Bereich hier unten verstärkt. Auch das Lagersystem unterscheidet sich ein kleines bisschen bei den Modellen, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen. Bedeutet, bei der Alpha-Version oder bei den Alpha-Varianten habt ihr komplette 8 mm Kugellager und das an jedem einzelnen Gear. Bedeutet im unteren Bereich jeweils, wie auch natürlich im oberen Bereich, komplett 8 mm
Kugellager. Hier allerdings einen kleinen Punkt. Auch Andi hat sich damals das Beckner Arms gekauft und bei dem sind bereits nach, ich weiß gar nicht, ich glaube nach 3 Magazinen hat sich das Kugellager vom Sector Gear einmal verabschiedet. Bedeutet, ihr seht vielleicht die Kugellager, die hier Qinglui verwendet oder halt auch Beckner Arms verwendet, die haben relativ feine und kleine Kugeln drin, dafür aber mehr an der Zahl. Es gibt aber auch andere Kugellager oder auch 8 mm Industriekugellager, die haben ein bisschen weniger Kugeln, aber dafür etwas größere Kugeln drin. Gerade die Kugellager mit den größeren Kugeln sind meistens ein kleines bisschen haltbarer. Ansonsten ist in Ordnung, sind sauber eingepresst, also hier vom Lagersitz oder von der Passung wirklich hervorragend, kann man gar nicht schimpfen. Auch nicht zu stark von der Pressung, bedeutet, ihr seht, die Lager oder der innere Bereich des Lagers kann sich noch wunderbar einmal drehen, verklemmt sich nicht, reibt nicht, hakt nicht und dementsprechend vom Lagersitz und von der Passung wirklich klasse. Aber auch hier wieder aufpassen von der Energie. Ich würde eben bei 1,7 bis 1,8 würde ich einfach auf Nummer sicher gehen und würde diese Kugellager gerade am Sector Gear wie auch am Spur Gear im unteren Bereich würde ich dennoch eine Stahllaufbuchse verbauen. Denn die sind einfach meistens deutlich langlebiger wie 8 mm Kugellager, gerade wenn es doch relativ günstige China-Kugellager sind. Also hier einfach für euch ein bisschen so im Hinterkopf behalten, entweder out of the box so spielen mit den Kugellagern bis, sage ich mal, 1,6, 1,7. Wenn es dann mehr geht, dann würde ich definitiv beim Thema Lager überlegen, auf Stahllaufbuchsen zu wechseln. So, und wenn wir uns dann die günstigen Versionen anschauen, die Charlie und die Bravo, hier verbaut Qinglui bzw. Delta Armory bereits 8 mm Stahllaufbuchsen und das letztendlich an jedem einzelnen Gear. Bedeutet im unteren Bereich wie auch im oberen Bereich komplett 8 mm Stahllaufbuchsen. Und auch diese sind von der Passung hervorragend. Die drehen nicht mit, die fallen nicht raus, die sind einfach sauber eingepresst, so wie man sich das wünscht. Hier eigentlich genau das krasse Gegenteil, bedeutet so out of the box ebenfalls einfach nur spielen, seinen Spaß haben. Auch hier aber die Überlegung, wer das System ein bisschen smoother haben möchte, auch vom Klangbild her, könnte man eben auch hierher gehen und jetzt wiederum am Spur Gear im oberen Bereich 8 mm Kugellager verbauen und zumindest, sage ich mal, am Bevel Gear im unteren Bereich ein 8 mm Kugellager verbauen. Das ist eine sehr dankbare Hybridkombination aus Haltbarkeit und Laufverhalten von den Gears. Hier so eine kleine Mischkombination wäre also eine Überlegung wert. Aber auch das, wie gesagt, nur wer es wieder zu 100% perfekt haben möchte. Wer einfach nur seinen Spaß haben will, auspacken und die Dinge einfach nur so spielen, wie sie letztendlich geliefert werden. Thema Switch Assembly, MOSFET, EFCS oder ETU haben wir, glaube ich, vorhin schon zu Genüge durchgekaut. Einfach hier nochmal ganz kurz die technische Seite von der ganzen Geschichte. Bei keiner Delta Armory standardmäßig für den Preis ein EFCS bzw. eine ETU darin verbaut. Ist natürlich ein kleines bisschen schade und dementsprechend auch leider nicht mehr zeitgemäß. Bedeutet, wenn ihr die Standardpreise euch anschaut, 150 Euro, 190 Euro, 234 oder 235 Euro, ja, das ist wirklich sehr, sehr günstig, aber ihr habt halt dann weiterhin bei jedem Modell, auch bei den Alphas, ja, diese sehr, sehr günstige Switch Assembly drin. Sowas hat man halt wirklich noch vor, keine Ahnung, vor 8, 9 Jahren oder vor 10 Jahren war sowas noch Standard. Also heutzutage hat man zumindest auch in der Delta Armory, in der Pro Arms Par MK3, hat man zumindest ein kleines MOSFET drin gehabt. Bei den Modellen jetzt leider out of the box überhaupt nichts und dementsprechend, wie vorhin schon gesagt, muss man meiner Meinung nach dieses doch sehr attraktive Angebot vom Software Store wahrnehmen und sich bei jedem Modell out of the box für 65 Euro ein Gate Aster in der Second Edition einbauen lassen. So, jetzt werden sich viele denken, ja, warum muss man das jetzt? Möchte ich eben für Einsteiger ganz kurz erklären. Ihr habt eben hier standardmäßig immer so eine sehr stark veraltete Switch Assembly drin. Bedeutet, wenn ihr den Abzug hier unten einhakt und ihr betätigt den Abzug, dann schiebt ihr letztendlich einfach nur diesen Kontaktschieber hier innen drin gegen die vorderen beiden Kontaktblättchen. So, und sobald der Kontakt hergestellt wird, wird der Strom vom Akku über diesen Kontakt zum Motor runtergeleitet. Bedeutet, der ganze Strom vom Akku, die ganzen Volt letztendlich, die ganzen Ampere fließen alle über diesen Kontakt. Das hat zunächst einmal den Nachteil, dass ihr auf Dauer keine 11,1 Volt nutzen könnt, denn dann wird euch dieser Kontakt sehr schnell kaputt gehen, er wird verschleißen, denn jedes Mal, wenn ihr hier reinfahrt und Kontakt herstellt, entstehen hier Funken. Und dadurch können diese Kontaktflächen sehr schnell verschleißen.
Falls ihr das schon mal gehabt habt, wenn ihr einfach 11.1 verwendet, dann seht ihr, die werden dann komplett schwarz und stellen einfach keinen Kontakt mehr her. Man muss dann also hergehen, die Kontakte reinigen, ein bisschen abschleifen mit einem feinen Schleifpapier, damit hier einfach der Strom wieder darüber fließen kann. So, und das ist natürlich heutzutage bei modernen EFCS-Systemen und auch bei MOSFETs nicht der Fall. Der nächste Vorteil, auch standardmäßig, kann euch dieses Modell natürlich jammen. Bedeutet, nehmen wir an, ihr betätigt den Abzug, ihr triggert sehr, sehr schnell. Das System läuft noch oder dreht noch und ihr unterbrecht dann quasi über zu schnelles Triggern, unterbrecht ihr dann den Stromfluss. Bedeutet, der Motor bremst instant ab und der Piston bleibt in der Position stehen, wie er halt gerade steht. Und wenn es blöd läuft, dann steht der Piston und die Switch Assembly und der Cut-Off-Lever in so einer blöden Stellung, dass ihr einen Gearbox-Jam oder einen Gear-Jam habt. Bedeutet, ihr könnt nicht weiter abdrücken, denn der Abzug wird dann blockiert. Das zeige ich euch gleich mal dann im Anschluss. Und natürlich ebenfalls der hohe Widerstand auf diesem System. Bedeutet, wenn ihr zumindest ein MOSFET drin habt oder eben ein EFCS-ETU-System, dann könnt ihr einfach am Motor unten deutlich mehr Bums von eurem Akku verwenden. Denn ihr verliert einfach aufgrund des Widerstandes von diesem Switch-System, verliert ihr einfach ein bisschen Power unten am Motor. Dementsprechend leider doch stark veraltet dieses Switch-Assembly-System. So, und wie vorhin schon gesehen, wenn wir uns das Ganze mal in der Alpha-Variante anschauen, da hat jetzt eben der Software Store bei meiner Review-Version direkt ein Gate Aster in der Second Edition mit dem Quantum Trigger drin verbaut. Bedeutet, ihr habt vorhin schon gesehen, habt da unten diesen CNC-gefertigten Abzug, der etwas gewöhnungsbedürftig ist. Aber dadurch habt ihr eben nicht diese ganzen Limitierungen und die ganzen Probleme wie mit einer handelsüblichen Switch Assembly. Auch habt ihr natürlich hier den Vorteil bei diesem EFCS-System, dass ihr natürlich auch noch eine Akkuüberwachung mit drin habt, was ihr bei einer normalen Switch Assembly natürlich nicht habt. Bedeutet, ihr könnt bei einer normalen Switch Assembly den Akku sehr, sehr schnell zu stark entladen, Tiefen entladen und dann kann es passieren, dass euch der Akku entweder komplett kaputt geht oder vielleicht sogar zum Brennen bzw. zum Ausgasen anfängt. Dementsprechend meiner Meinung nach heute ein Must-Do bei jeder Version, egal ob Charlie, Bravo oder Alpha. Lasst euch vom Software Store oder nehmt dieses attraktive Angebot wahr und lasst euch direkt out of the box für gerade mal 65 € so ein Gate Aster hier drin verbauen. Damit nehmt ihr die ganzen Limitierungen einfach weg und ihr liegt dennoch vom Preis trotzdem weiter unten wie bei anderen Systemen. Wie gesagt, rein aufs EFCS bezogen, 65 € für einen Aster mit Einbau ist einfach ein Knüller. Also das sowas muss man eigentlich wahrnehmen, garantiert. Hier seht ihr eben, ist es schon drin verbaut worden vom Software Store, Gate Aster in der Second Edition. Ihr habt den Abzug gleich mit dabei, müsst also jetzt nicht mehr so viel Wert drauf legen, dass das Ding sauber triggert und dass der Abzug erkannt wird. Das war ja beim Aster früher immer ein kleines Problem. Entsprechend haben sie ihren eigenen Abzug rausgebracht, damit es auch wirklich funktioniert. Auf jeden Fall hiermit könnt ihr eben auch den Abzug in der Software, wenn ihr euch so einen USB-Dongle noch kauft, könnt ihr eben den Abzug ebenfalls den Abzugsweg einstellen und das ist eben alles bei einem EFCS einmal möglich. Hier also kein mechanisches, sondern ein optisches System drin verbaut, S-Aster. Ihr seht so eine kleine Lichtschranke, die quasi von hier unten nach hier oben einmal durchgeht und wenn dann eine Sektorgear eine Umdrehung vollzogen hat, dann wird die Lichtschranke unterbrochen, die Elektronik weiß automatisch, hier ist ein Schusszyklus abgeschlossen. Bedeutet, ihr könnt so schnell triggern, wie ihr wollt. Das System durchfährt automatisch immer exakt einen Schusszyklus und hält nicht einfach mittendrin an, wie es bei einer alten Switch Assembly der Fall ist. Das ganze Thema Gearbox, Jams und Switch Assembly kann ich euch jetzt hier im zusammengebauten Zustand des Lower Receivers noch kurz zeigen. Bedeutet gerade für Einsteiger, ihr seht zum Beispiel hier, innen drin seht ihr jetzt die Feder und wenn wir jetzt dann gleich triggern werden, seht ihr ebenfalls, wie der Piston aufgespannt wird, beziehungsweise wie die Feder komprimiert wird. Jetzt habe ich für diesen Test normalerweise einen etwas zu starken Akku dran. Bedeutet, ich habe jetzt hier gerade einen 11,1 Volt angeschlossen, denn mit 7,4 Volt habt ihr vorhin schon gesehen, sind die Dinger meiner Meinung nach absolut unspielbar, dann viel zu langsam und viel zu anfällig sind. Also hier einen normalerweise nicht geeigneten 11.1er ran. Und dennoch versuchen wir jetzt einfach mal so einen Gearbox-Jam einmal zu rekonstruieren oder zu produzieren. Bedeutet, wir können ganz normal triggern. Und ihr seht, ich halte den Abzug relativ lange zurück. So, würde ich jetzt schneller triggern. So, jetzt haben wir schon einen Gearbox Jam. Ihr habt es vielleicht sehen können, wenn ihr versucht sehr schnell zu triggern,
dann wird der Piston stücklesweise immer aufgezogen pro Abzugszug und bleibt dann irgendwo hier hinten teilweise hängen. So, und jetzt haben wir eben einen Gearbox Jam produziert. Bedeutet, wir können jetzt am Abzug ziehen und nichts funktioniert mehr. Jetzt gibt es eine kleine, aber dirty Lösung, also eine vielleicht nicht ganz empfohlene Lösung, wie man so ein Gearbox Jam sehr schnell lösen kann. Natürlich, ihr könntet jetzt einmal den ganzen Pistolengriff wegmachen, den Motor raus, innen drin den Anti-Reversal einmal lösen, ist aber doch etwas zeitaufwendig. Bedeutet, wenn ihr einfach so ein Gearbox Jam schnell lösen wollt, dann geht ihr einfach her, zieht den Upper Receiver und den Lower Receiver auseinander und manche Gearboxen haben hier hinten eben dieses Fenster drin. Jetzt ist die original standard verbaute Feder relativ schwach. Bedeutet, wir können einfach mit einem Bit oder mit einem Schraubendreher können wir hier seitlich durch das Fenster reingehen und können das Spurgear oder das Spurgear ganz leicht ein kleines bisschen weiter drehen. Minimalst. Bedeutet, wir gehen hier rein, haken es einmal ein und drehen es einfach ein kleines bisschen weiter. Natürlich nicht mit voller Gewalt da rumpopeln innen drin, sonst könnt ihr vielleicht einen Zahn abbrechen. Das wollt ihr auch nicht. Bedeutet ganz smooth, ganz leicht. Vorsichtig das Spurgear ein bisschen weiter drehen. So, und wenn ihr das weiter gedreht habt, dann habt ihr den Gearbox Jam letztendlich gelöst. Also hier zu beachten, wie gesagt, 11.1 würde zwar relativ schnell sein vom System her, aber die Switch Assembly wird das Ganze nicht auf Dauer mitmachen. Dementsprechend eventuell direkt gleich vom Software Store für 65 € einen Gate Aster direkt drin verbauen lassen. Jetzt nochmal ein kleiner Unterschied zwischen der Charlie und der Bravo Variante im Vergleich zur Alpha. Ihr seht hier, es sind zwei unterschiedliche handelsübliche Bürstenmotoren drin verbaut. Bedeutet, diesen hier findet ihr bei der Charlie wie auch bei der Bravo vor. Und bei der Alpha Variante habt ihr diesen hier drin. Und den kennt ihr eventuell schon von der Pro Arms MK3 von Delta Armory. So, hier kann man eigentlich nichts großartig sagen. Es sind wirklich sehr günstige Motoren und natürlich keine High Torques, keine Super High Torques und selbstverständlich das Ganze leider auch ohne Neodym-Magneten. Ich meine, wenn ihr mal schaut, so diese ganzen modernen Motoren, die kosten schon allein um die 40 bis 60 €. Dass ihr für den Preis, was diese Kniften kosten, dass ihr hier nicht zu viel erwarten dürft, sollte jedem einmal klar sein. Dementsprechend relativ schwache Motoren drin verbaut mit ganz normalen Ferritmagneten, keine Neodym-Magneten und auch kein großer Unterschied zu anderen sehr günstigen Herstellern. Bedeutet, hier seht ihr den von der Bravo, den könnt ihr anschucken, wie ihr wollt, der dreht sogar weiter. Also hier keine sonderlich starken Magneten drin verbaut. Leider fehlen mir aber auch hier die Informationen zu diesen Motoren. Bedeutet, ich konnte jetzt auch nirgendwo bei Google oder irgendwo ansatzweise irgendwelche Daten zu diesen beiden Motoren finden und wo jetzt genau der Unterschied liegt. Letztendlich, wie gesagt, der Standardmotor, wirklich ganz, ganz schwache Magneten. Den könnte man mit einem 3 € Standard Syma Motor vergleichen, aber nicht mit dem Super High Torque, sondern mit dem sehr alten Syma Motor. Und der hier von der Alpha, der hat ein kleines bisschen stärkere Magneten drin, aber natürlich auch keine Neodyms. Aber wie gesagt, wo jetzt hier die Drehzahl liegt, der TPA oder sowas, konnte ich leider nicht herausfinden. Wie gesagt, es sind günstige Motoren, es ist okay für die Energie und nicht zu vergleichen mit wirklich modernen Neodym-Motoren. Wie gesagt, irgendwo muss natürlich dieser Preis einmal herkommen. Was ihr aber auch gerade gesehen habt, wenn ihr da einen Aster drin habt, wenn ihr da einen 11.1er Akku ranballert und das Ding, sage ich mal, mit 1,5 und 1 bis 1,6 Joule spielt, dann sind die Motoren auch noch in Ordnung. Bedeutet, sie sind nicht zu träge, sie sind nicht zu langsam, sie haben nicht zu wenig Power und so ein EFCS reißt dann eben auch vom Zyklus her, von den Millisekunden noch einiges raus, weil einfach der Motor deutlich mehr Bums vom Akku ziehen kann. Also wie gesagt, Motor, ja, günstig, aber ausreichend, gerade wenn man sich einen Gate Aster vom Software Store einbauen lässt. So, die Gears sind letztendlich auch wieder Standard China, wie man es von sehr vielen Herstellern kennt. Bedeutet das ganz normale gesindete Stahl-Gear-Set aus China. Auch schon häufig angesprochen, gibt es halt irgendeine Fabrik, die fertigt die Gears und dann kauft es letztendlich jede andere Fabrik, kauft sie ein und baut sie ein. Dementsprechend exakt 1:1 identisch, wie zum Beispiel bei Arcturus, bei E&C, bei Specna Arms, bei King Arms, bei whatever was noch alles. Bedeutet einfach diese Gears bei sehr, sehr vielen Herstellern 1:1 identisch.
Wie gesagt, hier ein gesintertes Stahl-Gearset drin verbaut, also natürlich nicht CNC gefräst das Ganze. Und es ist auch ein Standard-Gearset von der Untersetzung, bedeutet 18:1. Kein Short-Stroke, bedeutet volles 16 Zahn Sektor-Gear. Auch hier wäre es natürlich, gut, auch hier für den Preis vielleicht nicht, aber moderne Systeme verwenden dann teilweise je nach Lauflänge ein Short Stroke, bedeutet vielleicht nur 13 Zähne auf dem Sektor-Gear drauf. Kennt ihr auch bei G&G zum Beispiel oder auch Arcturus, was noch alles, E&C oder whatever. Da kommt es eben je nach Lauflänge, wird dann eben ein Sektor-Gear eingebaut mit vielleicht 13 Zähne, 12 Zähne bei Syma zum Beispiel und eben bei langen Lauflängen dann ein volles 16 Zahn. Wenn man gerade nur eine Lauflänge hat von 273 mm, wie zum Beispiel in dieser Bravo, wird einfach mit einem Short Stroke das ganze System noch ein kleines bisschen spritziger. Es geht hier um ein paar Millisekunden und da die Kniften einfach sehr günstig sind, kann man es auch hier für diesen Preis nicht verlangen, dass hier auch noch Wert auf einen Short Stroke oder so gelegt wird. Dementsprechend, egal welche Lauflänge, volles 16 Zahn Sektor Gear drin verbaut. Kleiner Punkt könnte man vielleicht noch ansprechen, wie vorhin schon angesprochen, mit dieser Gear-Jams oder Anfälligkeit gegen Jams. Ohne EFCS wäre es auch hier natürlich besser gewesen. Sie hätten kein Bevel Gear reingebaut mit nur 4 Arretierungspositionen für den Anti-Reversal, sondern ein Bevel Gear mit 8 Positionen. Dann wäre es einfach deutlich schwieriger gewesen, einen Gearbox Jam herauf zu beschwören oder zu produzieren. Und wie gesagt, je mehr Positionen ist bei einer handelsüblichen Switch Assembly immer vom Vorteil. Wie aber gerade auch schon angesprochen, lasst euch einen Gate Aster einbauen, dann spielt es keine Rolle, wie viele Positionen letztendlich das Bevel Gear unten hat. So, weitere kleine Besonderheit ist ein Sektor Gear Clip bzw. ein Delayer drauf, bedeutet das Timing etwas angepasst. Die Tablet Plate wird etwas länger hinten gehalten, damit einfach das Magazin mehr Zeit hat, auch etwas schwere BBs in die Hop-Up-Kammer feeden zu können. Also hier bereits out of the box einen Delayer darauf verbaut. Vom Shimming würde ich heute auch nicht großartig schimpfen. Ja, es ist eine günstige China-Knifte und wir könnten locker vielleicht das Bevel Gear nochmal um 0,3 nachschimmen, das Spur Gear nochmal um 0,2 und auch das Sektor Gear kann man nochmal um 0,3 mm nachschimmen. Wer aber letzte Woche vielleicht das Video gesehen hat zu dieser ICS MP5, ja, das ist eine Taiwan-Knifte für 620 €, da hat das Spur Gear mal schon einen Millimeter Luft drin gehabt. Also hier, wie gesagt, natürlich, es gibt keinen chinesischen Hersteller, der ein perfektes Shimming ausliefert. Sowas werdet ihr niemals bekommen. Und dementsprechend hier, ja, man kann es wieder perfekt nachschimmen, muss man aber letztendlich nicht. Ihr könnt es euch auch so drin lassen, wie es ist und gut ist. Wie gesagt, Shimming in Ordnung, vielleicht nochmal 0,2, 0,3 könnte man natürlich wieder nachschimmen, wer unbedingt möchte. Pisten und Pistenhead sind dann aus PA gefertigt, bedeutet hier auch Polyamid-Pisten letztendlich mit Glasfaseranteil. Ein kleines bisschen weicher vom Material her wie bei anderen Herstellern. Also ich gehe davon aus, dass vielleicht ein bisschen der Glasfaseranteil ein kleines bisschen geringer ist. Das ist aber marginal. Also hier, wie gesagt, Pisten aus PA und auch der Pistenhead vorne leider auch aus PA. So, auch hier muss man sagen, das ist erstmal in Ordnung, bedeutet, es ist auch egal vom Durchmesser her. Wenn er aus Kunststoff ist, bedeutet, er kratzt euch nicht innen drin, er reibt euch nicht. Das ist bei Alu immer wichtig, dass dann einer drin verbaut ist, der vom Durchmesser her passt. Das ist bei PA nicht der Fall. Bedeutet hier etwas schonender für den Zylinder. Allerdings, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen Erfahrung mit G&G habt, da konnte es häufig vorkommen, dass hier vorne die vordere Platte von dem Pistenhead nach einer gewissen Zeit einfach wegbricht. Also hier auch wieder vielleicht ein Bezug auf die Energie, ein kleines bisschen aufpassen. Wenn man zu hoch geht, kann es passieren, dass euch der irgendwann mal platzt oder abbricht vorne der Pistenhead. Auch im inneren Bereich des Pistenheads ist leider kein Axiallager wie bei anderen Systemen drin verbaut. Aber auch das ist natürlich auf den Preis bezogen, sage ich mal, in Ordnung. So, der Pisten an sich im unteren Bereich von der Zahnreihe ist dann vollkommen in Ordnung. Gesinterte Stahlzahnreihe unten drauf mit 15,5 Zähne. Bedeutet, ihr seht, der vorletzte Zahn hier ist letztendlich um die Hälfte reduziert.
aber immer noch leicht vorhanden. Bedeutet, es ist auch mit dem Piston ist es euch auch nicht möglich, hier den AOE einmal einzustellen. Wollt ihr den AOE perfekt haben und einstellen, dann benötigt ihr einen anderen Piston. Das ist also mit diesem nicht möglich. Aber out of the box, wie gesagt, vom Material her schon mal schön, komplett einmal Stahlzähne unten drauf und dementsprechend nicht so verschleißanfällig wie jetzt ein Piston mit kompletten Plastik- bzw. Kunststoffzähnen. Also hier würde ich nicht schimpfen, gerade auf den Preis bezogen ist es relativ wurscht und würde ich sagen, ist in Ordnung. Und wie gesagt, diesen Piston oder diese Kombination habt ihr letztendlich bei allen Modellen drin. Also egal ob Charlie, Bravo oder Alpha. Bedeutet auch für 150 € habt ihr bereits einen Piston mit Stahlzähnen. Ist okay, würde ich sagen. Zylinder und Zylinderhead unterscheidet sich dann minimals bei diesen Versionen. Bedeutet, ihr seht hier bei der Bravo und bei der Charlie und bei der Bravo, also bei den günstigen Versionen, habt ihr letztendlich einen geschlossenen Zylinder drin verbaut, also ein Type F aus beschichtetem Aluminium, bedeutet sehr leicht das Ganze. Bei der Alpha habt ihr dann letztendlich einen Edelstahlzylinder drin verbaut. Aber das macht jetzt rein vom Material, macht es jetzt kein Unterschied, ob das Ding aus Alu ist, ob das Ding aus Messing ist oder aus Edelstahl. Es ist wurscht. Er muss innen drin sauber poliert sein, er muss frei von irgendwelchen Furchen sein und muss vom Durchmesser einfach sauber zum Pistonhead wie auch zum Zylinderhead passen. Und hier ist mir aber leider ein kleiner Punkt aufgefallen, wo es Unterschiede gibt. Das ist aber eher ein Problem vom Pistonhead. Bedeutet, wenn ihr mal die günstige Kombination euch anschaut, Zylinder wie gesagt aus Alu mit dem Zylinderhead, hier sitzt der Zylinderhead ein kleines bisschen leichter drin. Bedeutet, hier ist der Innendurchmesser von dem Zylinder ein kleines bisschen größer wie bei der Edelstahlversion und dadurch kann aber auch der Pistonhead nicht sonderlich gut abdichten. Bedeutet, wenn wir hier mal einen Drucktest machen ohne Nozzle, bläst euch das Ding sehr, sehr viel Luft einmal ab. Bedeutet, würde das Ganze sauber abdichten, würde das Modell definitiv deutlich mehr Energie haben. Also hier leider, vielleicht aufgrund des Zylinders, dichtet das System leider nicht ganz so gut ab. Und wenn wir jetzt einfach mal einen Vergleich machen, wenn wir hier mal die Version, die Alpha hernehmen, da sitzt einfach der Kunststoffzylinderhead hier vorne deutlich straffer einmal drin. Bedeutet, der Zylinder ist vom Innendurchmesser ein ganz kleines bisschen enger. Dadurch sitzt eben der Zylinderhead straffer und dadurch kann auch der O-Ring vom Pistonhead einfach abdichten. Seht ihr? Hier habt ihr gar keinen Druckverlust. Bedeutet, das System dichtet deutlich besser ab im Vergleich zu den günstigen Versionen. Also hier Zylinder bzw. Pistonhead, wer einfach ein optimiertes System haben möchte, ausbaufähig. Für den Preis, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich es kritisieren soll oder nicht, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber das Ganze dichtet leider nicht ganz so geil ab. Jetzt aber allerdings einen kleinen Punkt. Jetzt habt ihr es gesehen, das Modell kommt natürlich dennoch im Chrono problemlos auf Energie. Denn was ihr vielleicht gerade eben schon gesehen habt, Delta Armory bzw. diese Firma Quingliu oder wie sie auch immer heißen, verbauen bei jeder Knifte, egal wie lang der Lauf ist, verbauen sie einen komplett geschlossenen Zylinder. Bedeutet immer ein Typ F-Zylinder ohne Volumenreduzierung. Und jetzt spielt es natürlich auch keine große Rolle, ob euch da, sage ich mal, 30% vom Volumen oder von der Luft verloren geht, denn ihr habt für die Lauflänge viel zu viel Volumen einmal drin. Aber wie gesagt, wäre das System sauber optimiert, dann hätte man natürlich mit einem Typ C-Zylinder und mit einem sauber dichten System, hätte man vermutlich dennoch mit der gleichen Federstärke deutlich mehr Energie. Denn hier die Abdichtung leider nicht ganz perfekt bei diesen etwas günstigeren Versionen. So, und was leider auch nicht ganz perfekt ist, auch bei der Alpha, das ist leider die Nozzle, die hier drin verbaut ist. Auch diese Firma kann, glaube ich, leider keine guten Nozzeln bauen. Das Thema hat man schon bei Specna Arms und das Thema hat man leider auch schon bei der Norwich SSR4. Bedeutet, egal ob ihr euch von diesem Quingliu eine Knifte kauft mit einer Alu-Nozzle oder mit einer Kunststoff-Nozzle, die passen einfach nicht gut vom Durchmesser zum Zylinderhead. Bedeutet auch diese Kunststoff-Nozzle mit 21,25 mm, die jetzt hier bei jedem System drin verbaut ist, hat leider auf dem Zylinderhead ein kleines bisschen viel Spiel. Und dementsprechend bläst euch diese Nozzle leider ab. Das habt ihr auch gesehen bei der Norwich SSR4, da ist sogar eine Alu-Nozzle drin mit O-Ring, auch bei Specna Arms, gleiche Nozzle drin, Alu mit O-Ring, aber der O-Ring war einfach zu groß, bedeutet auch diese Nozzlen haben leider nicht abgedichtet.
Und auch hier, wie gesagt, aus Kunststoff, die hätte nochmal vielleicht um 0,1, 0,15 kleines bisschen enger sein können, damit sie ein bisschen sauberer abdichtet. Bedeutet, bei der Alpha-Variante mit dem Edelstahlzylinder sehe ich es jetzt nicht als kritisch an, denn wie gesagt, ob ihr da jetzt 10% oder 20% von der Luft verliert, spielt aufgrund der Lauflänge und des großen Zylinders erstmal keine Rolle. Wenn ihr aber die Kombination dann habt bei den günstigen Versionen, bedeutet Charlie und Bravo, verliert ihr quasi Luft am Zylinderhead, am Pistenhead innen drin und verliert sogar noch Druck bei der Nozzle. Bedeutet, hier würdet ihr bei einem sauber abdichteten System von der Energie deutlich höher kommen. Bedeutet, wenn ihr nur 1,3 oder 1,4 Joule spielen dürft, dann könntet ihr mit einem sauberen, abdichteten System von der Federstärke wahrscheinlich eine Stufe oder sogar 2 Stufen runtergehen und so die Komponenten einfach noch ein bisschen schonen. Wie gesagt, hier leider Übergang Nozzle, kleines bisschen Druckverlust und auch Abdichtung vom Pisten leider nicht ganz so geil. Die Abdichtung bzw. Übergang Nozzle und Zylinderhead können wir uns jetzt in dieser Alpha-Konfiguration mal ganz kurz anschauen. Was ihr vielleicht auch seht, die Tappet Plate drückt hier leider jedes Mal ein bisschen aus der Führung raus. Das ist auch bei Specna Arms immer ein kleines bisschen nervig ab und zu. Übrigens, Tappet Plate ganz normal V2, aber leider nur aus ABS Kunststoff gefertigt. Also auch hier dem Preis entsprechend eine wirklich sehr günstige Tappet Plate drin verbaut. Solltet ihr euch die mal abreißen oder abbrechen, dann macht ihr eine rein aus PA oder aus Polyamid-Kunststoff. Denn wie gesagt, hier nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber natürlich auch wieder in Bezug auf den Preis. So, Übergang, wie gesagt, Abdichtung bei der Alpha-Variante vom Zylinder oder vom Zylinderhead zum Pistenhead ist gut. Aber wenn wir jetzt einfach die Kunststoffnozzle vorne in Schussposition mal zuhalten und uns das Ganze dann nochmal anschauen, dann werdet ihr auch feststellen, dass auch hier leider doch relativ viel Luft an der Nozzle verloren geht. Wie gesagt, hier kommt keine wirkliche Abdichtung zustande. Wie gerade schon angesprochen, ja, es macht jetzt einen Bock nicht fett, da ihr viel zu viel Luft drin habt im Zylinder vom Volumen her, bei der Lauflänge von, was hat die, 366 mm. Aber würde das System einfach sauber abdichten und die Nozzle sauber abdichten, ja, dann wäre das Ganze von der Energie wahrscheinlich deutlich höher und ihr könntet von der Federstärke wieder runtergehen. Wie gerade schon angesprochen. Also hier für den Preis, sage ich mal, ja, vom Preis in Ordnung. Und sind wir ehrlich, auch diese Norwich-Kniften für 300 €, ja, auch wenn sie eine Alu-Nozzle drin haben, dichtet halt dennoch nicht ab. Also hier muss man dann vermutlich nochmal optimieren, wenn man es perfekt haben möchte, oder sich halt eine deutlich teurere Knifte anschaffen. Und abschließend bei den Internals, lasst uns noch kurz über den Spring Guide sprechen. Feder-Schnellwechselsystem habe ich euch vorhin schon gezeigt, ist letztendlich bei allen Versionen vorhanden. Vielleicht nicht ganz so geil wie bei anderen Herstellern, dass man einfach die Buffer-Tube einmal wegdreht oder wegschraubt. Muss man halt mit einem langen Inbus oder mit einem langen Schraubendreher einmal hinten reingehen. Wie gesagt, aber Federschnellwechselsystem vorhanden. Ihr seht aber, auch hier gibt es ein paar kleine oder einen kleinen Unterschied, je nach Version. Bedeutet, bei der Charlie und bei der Bravo-Variante habt ihr einen ganz normalen Spring Guide drin, hinten mit dem Federschnellwechselsystem. Ist gesintert aus Stahl mit einem Kunststoffüberzug. Und hier das Ganze eben ohne Axiallage. Bei der Alpha-Variante habt ihr dann das gleiche, aber mit Axiallage hinten. Da natürlich der Pistenhead innen drin kein Axiallager hat, ist das natürlich bei der Alpha-Version hinten mit dem Axiallager am Spring Guide schon mal ein kleiner Vorteil. Bedeutet, bei der Alpha und bei der Bravo und bei der Charlie habt ihr gar kein Axiallager drin. Weder am Pistenhead noch am Spring Guide hinten. Jetzt ist mir allerdings noch ein kleiner Punkt aufgefallen, da bin ich mir nicht sicher, ob das qualitativ ein kleiner Macker ist. Und zwar, wenn ihr euch mal die beiden Federn anschaut, das ist die Feder, die war bei der Alpha jetzt installiert und das ist die Feder, die war bei der Charlie installiert. So, und es sind zunächst mal exakt 1:1 die gleichen Federn. Bedeutet, die Windungen, die Stärke bzw. die Schnurstärke oder ja, Drahtstärke von den Federn exakt 1:1 identisch. Allerdings ist die letzte Windung bei der Alpha-Version ganz schön verdrückt und ich habe hier nichts dran gemacht. Kann man das ein bisschen erkennen, die ist total zusammengequetscht und das Ganze war so auf dem Spring Guide installiert. Und wenn ihr mal guckt, man muss diese mit sehr viel Kraft hinten drauf drücken und dann lässt es sich aber nicht wirklich sauber drehen. Bedeutet, aufgrund der verdrückten Windung da hinten, reibt euch diese Windung, wenn die Feder sich drehen will, reibt die auf dem Kunststoff.
Also hier von der Qualität die Feder, wie gesagt, letzte Windung leider ein kleines bisschen vermackt. Die würde ich jetzt einfach einmal umdrehen, damit quasi die saubere Windung hinten auf dem Axiallager aufliegt und sich dementsprechend drehen kann. Und wie gesagt, das war aber nur bei der Alpha-Version. Wenn wir uns die Feder von der Charlie anschauen, hier sind beide Enden von der Feder sauber, also nicht verdrückt. Und da ist es egal, ob man die jetzt so rum draufsteckt oder andersrum draufsteckt, die passt da wunderbar einmal drauf. Also hier, wie gesagt, hier war leider die Windung von der Alpha doch ein kleines bisschen beschädigt, out of the box. Dementsprechend installiere ich das Ganze jetzt einmal so rum. So Leute, somit sind wir fast durch. Es fehlt natürlich noch Lauf- und Hop-Up-System und hier müssen wir leider ein bisschen länger wieder quatschen. So, zunächst mal Läufe habe ich euch bei den technischen Daten schon eingeblendet. Es ist bei jeder Version, also egal ob ihr jetzt die Charlie, die Bravo, die Alpha kauft, es ist immer ein Standard-Messinglauf drin verbaut mit 6,03 mm Innendurchmesser. Also das ist schon mal in Ordnung, kein Standard 608, bedeutet wir verlieren um die Kugel herum deutlich weniger Luft. Also 603 schon mal gut und auch die Läufe, ich habe bei jedem mal durchgeguckt hinten, sie sind nicht irgendwie verunreinigt von der Fertigung, es sind keine Rückstände, es ist kein Fett, kein Öl drin, dementsprechend das ist in Ordnung. So, die Hop-Up-Kammer ist auch okay, aber auch ausbaufähig. Bedeutet, es ist erstmal für den Preis wieder in Ordnung und auch diese ist exakt, oder das ganze Hop-Up-System ist wieder bei jeder Version exakt identisch. So, hier ist eine Standard- oder eine Rotary-Hop-Up-Kammer drin aus ABS-Kunststoff. So, das ist jetzt erstmal in Ordnung. Ihr müsst bloß aufpassen, wenn ihr mal Bucking oder irgendwas tauscht. Wenn ihr den C-Clip da einmal vorne drauf presst, dann seht ihr, der hat hier vorne diese Arretierungsnasen links und rechts dran. Dadurch biegt es euch das vordere Teil von der Hop-Up-Kammer relativ stark raus. Ist mir leider auch schon mal bei so einer Knifte passiert, jetzt nicht bei einer Delta, aber beim selben Hersteller, selbe Hop-Up-Kammer, dass das Ganze hier oben rüber einmal eingerissen ist und dann war das ganze Teil da vorne ja komplett lose gesessen. Also hier bei der Installation des C-Clips schon mal aufpassen, es ist wirklich nur ABS. Der nächste Punkt habt ihr vielleicht bei dem internen oder exklusiven Norwich SSR4 Tuning Video auf Patreon gesehen. Mir ist ebenfalls bei der SSR4, ist mir bei der Installation des oberen Pins ist mir die Hop-Up-Kammer gebrochen. Bedeutet auch hier, wenn ihr die mal demontiert und da oben einen anderen Tensioner reinbauen wollt, achtet darauf, dass wenn ihr diesen Pin hier wieder reinklopft oder reinpresst, dass ihr hier ein kleines bisschen mit dem Finger dagegen haltet. Habe ich damals nicht gemacht, habe dann hier geklopft, die Ausrichtung war okay, aber mir ist dann instant der ganze Flügel hier oder die ganze Halteposition hier oben rüber ist mir komplett weggebrochen. Also auch hier eben aufpassen, nur ABS sehr, sehr anfällig und nicht so haltbar wie bei einer bei einer Polyamid-Hop-Up-Kammer. So, der nächste Punkt, worüber wir schwätzen müssen und wo ich euch gleich einen kleinen Tipp gebe, das ist das Einstellrädchen. Wie gesagt, zunächst mal Rotary ist in Ordnung und ihr seht, auch hier hinten läuft das Einstellrädchen über einen O-Ring. So, hier ist aber die Nut ein kleines bisschen zu schmal vom Durchmesser oder der O-Ring ein bisschen zu klein vom Durchmesser. Bedeutet, ihr habt es vorhin schon gesehen oder ich habe es euch vorhin schon mal gesagt, das Einstellrädchen läuft bei der Hop-Up-Kammer sehr leicht und sehr loose. Bedeutet, es könnte sich auf Dauer vielleicht sogar hin und wieder mal verstellen. Denn wie gesagt, hier kommt aufgrund des O-Rings nicht wirklich eine Haltekraft, ja, keine Haltekraft zustande. Dementsprechend, wenn ihr jetzt nicht sofort hergehen wollt und kein Geld in die Hand nehmen wollt für eine bessere Hop-Up-Kammer, dann geht ihr einfach her, zieht den O-Ring, zieht ihr den da hinten einmal raus, nehmt einen dünnen Schlitzschraubendreher, passt da halt auf, dass ihr den O-Ring nicht kaputt macht, geht da drunter und zieht den O-Ring hier einmal raus. So, jetzt nehmt ihr ein kleines bisschen PTFE-Band oder auch Teflon-Band. Bekommt ihr im Regelfall bei jedem Baumarkt irgendwo in der Gaswasser-Scheiße-Abteilung zum Gewinde abdichten. Nehmt ein PTFE-Band her und schneidet mit dem Skalpell einen kleinen dünnen Streifen raus, der ungefähr so breit ist wie diese Nut. Dann nehmt ihr diesen Streifen her und zieht euch den einfach hier unter den O-Ring drunter. Bedeutet einfach hier dieses PTFE-Band. Ja, einfach ist gut. Einfach hier dieses PTFE-Band in diese Nut einmal reinziehen, damit quasi der O-Ring ein bisschen stärker nach außen gedrückt wird. So, dann legen wir uns das mal da rein. Wie lang ihr das braucht oder wie viel Lagen, jetzt ist es wieder rausgerutscht, wie viel Lagen ihr da braucht, das müsst ihr dann gucken, je nachdem wie viel Widerstand ihr vom Einstellrad einmal haben möchtet. Und auch würde ich euch nicht empfehlen, hier irgendwie
nicht irgendwie ja, Silikonöl oder sowas reinzuschmieren. Bedeutet, es sollte relativ trocken sein. So, da unten noch die Spitze da noch ein bisschen rein. So, muss nicht schön sein. Einfach hier ein bisschen reinlegen. So, dann ziehen wir uns diesen O-Ring hier über dieses PTFE-Band wieder drüber. So, und jetzt werdet ihr feststellen, wenn ihr jetzt das Einstellrädchen da drüber drückt, dann geht es erstmal deutlich straffer und ihr habt deutlich mehr Widerstand drauf, könnt aber das Einstellrädchen dennoch einmal sauber drehen. Also hier eine kleine Optimierung, sollte sich das Hop-Up verstellen, einfach den O-Ring kleines bisschen unterlegen, damit ihr hier etwas mehr Widerstand auf der Hop-Up oder auf dem Hop-Up-Einstellrädchen drauf habt. So, dann den Clip hinten wieder drauf, damit es nicht runterrutschen kann und dann läuft es schon deutlich besser. So, der nächste Punkt, wo ich leider, gut, was soll man sagen, was man heutzutage natürlich auch wieder optimieren kann, nennen wir es einfach mal so, das ist das gesamte Hop-Up-System selbst, bestehend aus Hop-Up-Bucking und dem Tensioner. Bedeutet hier auch wie bei der Norwich SSR4 damals schon angesprochen, es ist ein stinknormales chinesisches Standard 0 auf 15 Hop-Up-System drin verbaut. Bedeutet nichts modernes Flat-Hop-mäßiges, nichts modernes R-Hop-mäßiges, sondern letztendlich ein 60er Hop-Up-Bucking mit einem Pornobalken hinten runter. Und hier muss ich leider, wie vorhin schon angesprochen, erstens mal Kugelgewicht, funktioniert leider nicht ganz so geil. Bedeutet 0,28 ist wirklich Maximum. Bei 0,3 Gramm bekommt ihr schon zu wenig Hop drauf. Bedeutet, es war mir nicht möglich, über 42 Meter mit 0,3 Gramm BBs hinauszukommen. Also hier ausbaufähig, muss man sagen. Und selbst mit leichteren BBs war der Streukreis doch relativ hoch. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die Kniften sind wie gesagt sehr, sehr günstig. Macht euch ein besseres Hop-Up-Bucking rein oder lasst euch ein besseres Hop-Up-Bucking installieren. Zum Beispiel der Software Store bietet direkt ein Update an, mal auf dieses Maple Leaf Zeug, Maple Leaf Macaron oder sowas. Funktioniert schon deutlich besser wie dieses Standardzeug, was hier drin verbaut ist. Bedeutet ja, natürlich, die Knifte ist günstig, aber eine Knifte muss dennoch relativ gut schießen können. Ansonsten bringt euch die ganze Airsoft nichts, wenn ihr mit dem Ding nichts trefft. Also hier Hop-Up-System auch leider stark veraltet, natürlich in Bezug auf den Preis und würde ich dennoch umgehend gleich mitmachen lassen. Also seid so gut, investiert nochmal ein paar Euro in ein besseres Hop-Up-System, bestehend aus Hop-Up-Bucking oder Hop-Up-Gummi und dem Tensioner, denn auch der Tensioner, seht ihr, ist letztendlich auch so ein stinknormaler Nap wie von früher noch und das Ganze sogar nicht aus Vollmaterial, sondern der Tensioner hat ein Loch drin und dadurch drückt euch den sofort zusammen und ihr bekommt einfach sehr wenig Druck auf das Bucking drauf. Also für den Preis in Ordnung, wer aber ernsthaft damit wirklich aufs Feld möchte, wie gesagt, lasst es direkt mitmachen, Maple Leaf System rein oder ihr kennt euch aus und verbaut halt irgendwas anderes, je nachdem, was ihr bevorzugt. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Review zu den einzelnen Delta Armory Serien kann man es eigentlich nennen. Und ich werde euch jetzt das Fazit ebenfalls aufsplitten. Bedeutet, wir werden zu jeder Serie ein separates Fazit machen. Es werden sich zwar sehr viele Punkte, sind natürlich identisch und werden sich entsprechend wiederholen, aber damit haben wir einfach einen sauberen Abschluss und ich möchte auch jede Serie noch mal ein ganz kleines bisschen mit euch vergleichen. Dementsprechend fangen wir jetzt hier bei der günstigsten Serie, bei der Charlie, für 150 Euro an. Da muss man natürlich den ersten Pluspunkt geben. Natürlich 150 Euro mit der aktuellen Marktsituation, mit der Inflation ist es einfach vom Preis her unheimlich günstig und attraktiv. Dementsprechend hier der erste Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt natürlich, es handelt sich hierbei um eine komplette Kunststoffwaffe und dementsprechend auch vom Gewicht sehr, sehr leicht. Bedeutet, wir haben hier zwar einen 7 Zoll bzw. komplett mit Charlie vielleicht 14,5 Zoll, aber das Ding wiegt halt so gut wie nix. Bedeutet, wer einfach was Leichtes sucht und Günstiges sucht, ist hier schon mal bedient. Der nächste Pluspunkt neben dem Gewicht, da es eben Kunststoff ist, muss man auch geben, es ist zumindest schon mal Polyamid mit Kunststoff. Bedeutet, bei den meisten Kniften in diesem Preissegment bekommt ihr teilweise nur ABS. Wenn ihr euch mal G36 Serie anschaut, die ganz billige, die Sportsline oder sowas, ist alles ABS Plastik. Hier nicht, bedeutet, es ist zwar alles aus Kunststoff, aber es ist zumindest schon mal Polyamid mit Kunststoff. Das ist schon mal gut und kein ABS. Dementsprechend hier einen weiteren Pluspunkt.
Der nächste Pluspunkt ist der Schaft hinten. Der wird natürlich bei jedem Modell gleich sein. Es ist ein geiler Schaft, er ist von der Haptik super, er ist von der Verarbeitungsqualität super und man bekommt natürlich auch hier hinten problemlos auch etwas größere Lipos, 11,1 Volt, reingezimmert. Und das auch sehr benutzerfreundlich über Zusammendrücken der Schaftkappe im hinteren Bereich. Also der Schaft ist richtig geil, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt ist natürlich auch das Federschnellwechselsystem. Zwar immer noch von der Schaftarretierung hinten, beziehungsweise von der Buffer-Tube-Arretierung, doch relativ veraltet mit der langen Schraube drin, wo der einen langen Kreuzschraubendreh benötigt. Aber dennoch ein Federschnellwechselsystem und ihr könnt in 5 bis 8 Minuten das Modell von der Energie etwas anpassen. Nur halt aufpassen bei den Internals, wie gesagt, ihr kauft einfach günstig. Knallt das Ding auf keinen Fall auf 2 Joule hoch. Das wird das Modell definitiv nicht mitmachen. Also hier Federschnellwechselsystem, sag ich mal, bis 1,6, maximal vielleicht 1,7. Wenn man vielleicht noch ein bisschen was dran macht, würde ich sagen, ist definitiv ein Pluspunkt wert. So Leute, und daher wir jetzt hier bei diesen ganzen Delta Armory wirklich sehr günstige Kniften haben zu einem sehr attraktiven Preis, gibt es natürlich auch sehr viele Neutralpunkte, wo man gegebenenfalls im Preis oder ja in der Qualität oder Funktionen ein kleines bisschen Abstriche in Kauf nehmen muss. Das aber auch wieder nur, wenn man es oder wie man sieht. Bedeutet, es gibt Dinge, die seht ihr vielleicht als unbedingt nötig an, die das Modell vielleicht nicht hat. Oder ihr sagt, ja, ich kaufe lieber günstig und kann dann auf das oder das ein bisschen verzichten. So, und das sind eben die Neutralpunkte, die ihr für euch selbst entscheiden müsst. Da ist zunächst mal der erste Neutralpunkt, und den muss ich natürlich leider geben, denn auch bei der Norwich SSR4 Kunststoff habt ihr das gesehen. Es ist zwar Polyamid-Kunststoff, aber der Kunststoff von Quingli oder wie die Firma heißt, ist einfach, ja, es ist zwar PA, aber er ist ein bisschen weicher. Und dadurch hat natürlich diese gesamte Kunststoffknifte doch relativ viel Flex. Bedeutet, ihr könnt die ganze Knifte um 2-3 cm ein kleines bisschen hin und her biegen. Dementsprechend würde ich eben eher zur Bravo-Serie greifen im Vergleich zu der Charlie. Wie gesagt, relativ viel Flex aufgrund des Kunststoffes. Und jetzt hat man hier zwar auf dem Tisch schon diese Silent Ops mit dem Quad-Rail-System am Vorderschaft, das schon ein bisschen solider ist wie einfach nur ein Key-Mod-System oder ein M-Lock-System. Aber dennoch könnt ihr halt die ganze Knifte ein kleines bisschen verwinden. Gebe ich also einen Neutralpunkt, weiß ich jetzt nicht, ob das vom Preis hier so in Ordnung ist. Ich denke mal schon, aber wie gesagt, je nachdem, wie ihr das seht. So, der nächste Neutralpunkt, den wird es bei jedem Modell leider wieder geben. Das ist das Hop-Up-System out of the box. Wenn ihr ein bisschen plinken wollt mit 0,25 Gramm, dann ist das okay, würde ich mal behaupten. Ihr habt aber letztendlich auch nur eine Kunststoff-Hop-Up-Kammer aus ABS drin. Das Einstellrädchen läuft ein bisschen zu leichtgängig, könnte sich sogar verstellen. Würde ich nochmal fixieren, habe ich euch vorhin gezeigt. Bisschen PTFE-Band unten drunter wickeln, damit es ein bisschen straffer läuft. Und es ist ein 0815 Bucking und Tensioner drin. Bedeutet, ihr könnt wirklich nur 0,25, vielleicht noch 0,28 verwenden, aber 0,4 Gramm bekommt ihr 0,3 Gramm bekommt ihr maximal auf 40 Meter und dann ist Feierabend. Wenn ihr also vom Kugelgewicht höher gehen wollt und eben 0,28, 0,3 oder 0,32 Gramm spielen möchtet, dann würde ich direkt vom Software Store das Maple Leaf Hop-Up-System dazu nehmen für einen kleinen Preis und dann könnt ihr einfach das Hop-Up nochmal optimieren und bekommt einfach deutlich mehr Reichweite raus aus dem System. Also hier Hop-Up vom Preis her nichts Gravierendes, aber wie gesagt, wer ein bisschen mehr erwartet und ein bisschen mehr möchte, würde ich für ein wenig Geld einmal updaten lassen. So, der nächste Neutralpunkt, das betrifft jetzt eben auch später die Alpha und das ist auch modellbezogen. Bedeutet, ich habe mir hier eben diese Silent Op in 7 Zoll senden lassen und da habe ich euch angesprochen, bisschen schade, dass die Lauflängen auch bei der Alpha später komplett durchgängig sind. Bedeutet, der Innenlauf geht komplett bis Anschlag vor. Bedeutet, es ist euch hier zumindest bei diesem Modell nicht möglich, irgendwie einen Tracer oder so eine Schalldämpferattrappe mit Schaumstoff oder sowas zu verwenden. Ihr könnt jetzt auch nicht hergehen und irgendwie eine Mündungsbremse oder so draufschrauben. Funktioniert hier aufgrund des Aufbaus leider, beziehungsweise aufgrund der Lauflänge, funktioniert das leider nicht. Wenn ihr also irgendwie Tracer spielen wollt oder mit einer Schalldämpferattrappe mit Schaumstoff, dann schaut lieber, dass ihr ein Modell besorgt, wo einfach die Lauflänge nicht in einem Schalldämpfer integriert ist, sondern einfach eine Mündungsbremse vorne drauf hat. Dann könnt ihr die einfach runterschrauben und eben Tracer oder Schalli dran befestigen. Also hier je nach Modell bisschen die Lauflänge beachten. So, der nächste Neutralpunkt, das wird es leider bei allen Modellen letztendlich geben. Das sind so ein bisschen die Funktionen. Bedeutet, habe ich euch gezeigt, noch ja kein Bolt-Catch-System drin, was man heutzutage bei
ja, so gut wie jeder Knifte vorfindet. Magazinauswurf und Feuerwahlhebel letztendlich nur auf einer Seite bedienbar. Keine Gasabnahme, kein Gasrohr irgendwie drin. Das sind so kleine, ja, wie soll ich sagen, so kleine ästhetische Sachen und vielleicht auch von der Funktion her, von dem Bolt Catch, braucht man nicht unbedingt und muss man ein bisschen auf den Preis achten. Denn wie gesagt, wollt ihr einen Bolt Catch mit Funktion haben, da bezahlt ihr halt, sag ich mal, vielleicht locker noch mal 200 € mehr für das Modell. Also wie gesagt, hier ein paar Funktionen, die ein bisschen fehlen. Aber kann man für den Preis, denke ich mal, akzeptieren. So, und der letzte Neutralpunkt, das sind natürlich die Internals. Habe ich euch gezeigt, standardmäßigen Type-F-Zylinder drin. Es funktioniert, die Waffe schießt einwandfrei, aber der Pistonhead dichtet nicht sauber ab, ist auch nur aus Kunststoff, kein Axiallager einmal drin. Die Gears sind Standard China Gears, das ist in Ordnung. Das Shimming kann man ein bisschen optimieren und der Motor ist leider auch sehr, sehr schwach und ist ein sehr günstiger Ferritmagnetenmotor. Bedeutet hier einfach auch in Bezug auf den Preis darf man bei den Internals einfach nicht zu viel erwarten. Und wie beim Federschnellwechselsystem auch schon angesprochen, so wie die Knifte kommt, 1.3, 1.4 ist okay, spielt's einfach. Aber jetzt nicht einfach hergehen und da eine 130er Feder reinzimmern, das werden die Internals und das wird auch der Motor nicht mitmachen. Das einfach einmal zu beachten. So, und dann gibt es noch 2 Kritikpunkte. Natürlich, die muss ich auch bei dem Preis geben, oder bin ich zumindest der Meinung. Das ist leider ein Kritikpunkt, den ich bei allen geben werde. Das ist so ein bisschen das Klappern von den Modellen. Bedeutet, ihr habt überall den Bolt Catch, der hier seitlich rumschwabbelt und rumklappert immer wieder. Das ist sogar bei der Alpha mit dem Metallreceiver ist es sogar ein bisschen schlimmer. Das Magazin klappert innen drin rum. Der Schaft hat 3 mm Luft und klappert ein bisschen drauf rum. Also hier out of the box ein bisschen klappern, was mich persönlich stört. Denn ihr wisst ja, ich bin immer ein bisschen knausrig, wenn es um den Klang geht. Kann man aber alles schnell selbst fixieren oder beheben, das Ganze. Wie gesagt, hinten auf die Buffer-Tube einfach einen Schaft mal runterziehen, oben vielleicht 1, 2, 3 Lagen ISO-Band einfach draufziehen. Das seht ihr später auch nicht, dann wird der Schaft einfach besser geführt und wackelt nicht drauf rum. Auch das Klappern von den Magazinen im Magazinschacht innen drin, 1, 2, 3 Lagen ISO-Band aufbringen oder Velcro aufbringen, damit die Magazine nicht so rumschwappeln können. Und vielleicht auch den Bolt Catch, was mich persönlich ein bisschen stört, vielleicht auch von hinten einfach ein bisschen Schaumstoff dagegen drücken oder sowas, damit auch der einfach ein bisschen fixiert ist. Also hier ein Kritikpunkt bei allen Modellen, leider out of the box, ein kleines bisschen Klappern vorhanden. So, und jetzt einfach der größte Kritikpunkt, den letztendlich auch alle Modelle haben, egal ob ihr die Charlie, die Bravo oder die Alpha euch kauft. Das ist eben das nicht vorhandene EFCS und nicht mal ein MOSFET drin. Bedeutet, wenn ihr euch die Kniften Standard kauft für den sehr günstigen Preis, könnt ihr oder solltet ihr nicht mal auf Dauer 11,1 Volt Akkus nutzen, müsst also 7.4er nehmen. Dadurch sind die Modelle sehr träge, sehr langsam vom Ansprechverhalten. Ihr habt keine Akkuüberwachung drin, ihr habt keine Zyklenüberwachung drin. Dementsprechend können euch die Modelle problemlos jammen. Wenn ihr in einen Jam reinfahrt, müsst ihr das ganze System auseinanderziehen, müsst den Gearbox-Jam lösen. Also hier eine sehr, sehr stark veraltete Switch-Assembly drin, ist natürlich auch auf den Preis bezogen. Also hier, wie gesagt, großer Kritikpunkt, kein EFCS- und MOSFET-System und wie jetzt auch schon häufiger in dem Video angesprochen, nehmt einfach das Angebot vom Software Store an, für 65 € ein Gate Aster in der Second Edition einbauen zu lassen. Das ist einfach vom Preis her super mit Einbau und dann habt ihr einfach ein hochwertiges EFCS einmal drin. Würde ich definitiv immer machen lassen, egal ob ihr euch jetzt die Charlie kauft, die Bravo oder die Alpha. Zusätzlich eben auch noch der Punkt mit dem Hop-Up, wie gesagt, würde ich auch noch machen. Bedeutet, es kommen ungefähr auf das Modell vielleicht nochmal 90, 95 € nochmal dazu, damit es aus meiner Sicht wirklich gut spielbar ist. So, und dann seid ihr halt dann nicht mehr bei 150 €, sondern dann seid ihr halt irgendwo bei 245 €. So, und jetzt gehen wir einfach mal her. Wie gesagt, jetzt steht einfach diese Charlie, steht jetzt im Raum mit einem Gate Aster und mit einem abgedateten Maple Leaf Hop-Up-System für 245 €. Jetzt würde ich wiederum hergehen und würde das Ganze mit der Novridge SSR 4 Kunststoffversion für 230 € vergleichen. Was bekommen wir dann jetzt letztendlich von welchem Hersteller? Da muss man sagen, wenn ihr da das Aster einbauen lasst, ist natürlich das Gate Aster das deutlich hochwertigere und bessere EFCS-System wie das T238, was bei Novridge drin verbaut ist. Ihr hättet dann sogar die Möglichkeit, mit einem USB-Dongle das Aster über die Software einzustellen. Ihr könnt euren Abzug einstellen, ihr könnt die AB einstellen, ihr könnt die Akkuüberwachung einstellen.
Ihr könnt den Zyklus einstellen, ihr könnt Precocking einstellen. Habt ihr also hier dann für 15 € mehr das deutlich bessere EFCS drin. Ebenfalls für 15 € mehr habt ihr natürlich im Vergleich zur SSR4 auch dann wiederum das deutlich bessere Hop-Up-System drin, wenn ihr das Maple Leaf einbauen lasst, Bucking und Tensioner. Also dementsprechend komme ich hier schon mal besser weg. Es gibt aber immer noch ein paar Punkte, wo ich sage, da ist dann wiederum die SSR4 besser. Das ist zum Beispiel der Motor von Norwich. Der hat Neodyn-Magneten drin. Er kommt zwar auch nicht ganz an andere ran auf den Markt, aber er ist deutlich besser wie der Ferrit-Motor, der hier drin verbaut ist. Und zusätzlich habt ihr bei der SSR4 auch das bessere Gearset drin mit 16:1 und CNC gefertigt. Also hier müsst ihr jetzt abwägen, wisst ihr, da ein paar Punkte besser für 15 € mehr, dafür aber wieder ein paar Punkte schlechter. Also für euch überlassen, einfach ein kleines bisschen vergleichen. Dann lasst uns anschließend ebenfalls ein sauberes Fazit zu der Bravo-Serie machen. Hier sind natürlich viele Punkte zur Charlie 1:1 identisch. Dementsprechend spreche ich es ein kleines bisschen schneller durch. So, der erste Pluspunkt bei dem Modell ist nicht nur der Preis, sondern Preis-Leistung. Bedeutet, sie ist nicht nur günstig, sondern meiner Meinung nach sogar aus allen 3 Serien vom Preis-Leistungs-Verhältnis das attraktivste. So, ihr habt auch bei dem Preis für 190 €, habt ihr sogar bei der Version QD-Aufnahme von Slingswivel dabei und ebenfalls Aluminium Picatinny Rails fürs Keymod-System bei 190 € im Lieferumfang dabei. Finde ich klasse, dementsprechend schon mal Preis-Leistung, erster Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt, da es sich hier um eine Hybrid-Version handelt oder Hybrid-Bauweise handelt, auch vom Gewicht her nicht ganz so schwer wie andere Modelle, die eben voll aus Metall sind. Bedeutet hier eben eine Kombination Polyamid Receiver, Buffer Tube ebenfalls Polyamid, aber im Vergleich zur Charlie der Vorderschaft komplett aus Alu. Und dementsprechend habt ihr aber auch bei der Bravo nicht die starke Flexibilität im System drin wie bei der Charlie. Also die 40 € würde ich immer ein bisschen mehr in die Hand nehmen, dass auch Aluminium von der Haptik, vom Griff her einfach schöner ist, wie wenn es nur Kunststoff ist. Also hier auch Gewicht leicht und auch auf den Kunststoff, Polyamid-Kunststoff gebe ich ebenfalls auch wieder einen Pluspunkt und eben kein ABS. Wie gerade schon angesprochen, es gibt auch Hersteller für 150, 160 € bekommen da teilweise noch ABS. Hier nicht, ist komplett PA. 2 weitere Pluspunkte sind dann exakt identisch. Natürlich, der Schaft ist geil, Verarbeitung ist super, viel Platz einmal drin, die Haptik ist sehr angenehm und ihr könnt unheimlich schnell und easy da hinten einen Akku reinzömpeln. Ein Triple Stick, 11,1 Volt, wenn dann EFCS reinbauen lasst, finde ich klasse, schafft einen Pluspunkt. Und natürlich auch das Federschnellwechselsystem, natürlich immer noch ein kleines bisschen veraltet mit der Schraube da innen drin in der Buffer Tube, geht heutzutage auch schöner. Aber hey, Federschnellwechselsystem drin, Schraube lösen, abziehen, habt ihr auch in ein paar Minütchen das Modell auf das Spielfeld angepasst. Nur halt wieder beachten, wie gerade auch schon angesprochen, Internals nicht zu stark belastbar, relativ günstiger Pistenhead dichtet auch nicht gescheit ab, die Nozzle aus Plastik dichtet auch nicht gescheit ab. Dementsprechend, wie gesagt, ich würde es nicht übertreiben. Wenn ihr bis 1,5, 1,6 Joule spielt, dann ist das aber in Ordnung, auch in Bezug auf den Motor. Also hier Federschnellwechselsystem, Flexibilität, auch ein Pluspunkt. Thema Hop-Up ist dann exakt identisch. ABS Hop-Up-Kammer, Rädchen läuft ein kleines bisschen leichtgängig, kann man schnell optimieren. Und auch hier würde ich eben hergehen und würde vom Software Store direkt gleich ein Maple Leaf System direkt verbauen lassen. Denn wie gesagt, die Streuung bei allen 3 Modellen war doch relativ hoch und ihr könnt maximal 0,25 bis maximal 0,28 Gramm verwenden. Also 0,3 Gramm. Maximal vielleicht 40 Meter dann ist weg. Also ihr bekommt auf schwere BBs zu wenig Rotation oder zu wenig Bremswirkung vom Bucking einmal drauf. Also auch hier nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Hop-Up aktualisieren lassen. Dann der nächste Neutralpunkt, auch hier natürlich fehlende Funktionen, ob man es braucht oder nicht. Bedeutet Bolt Catch ohne Funktion, der ganze Feuerwahlhebel auch vom Schützen aus nur auf der linken Seite, Magazinauswurf Standard vom Schützen aus auf der rechten Seite, nicht irgendwie vom Schützen auf der rechten Seite, nicht links. Also hier für welche oder für Spiele, die Wert drauf legen mit dem Umschulden und dass es auf beiden Seiten die Bedienelemente haben, hier aufgrund des Preises ja nicht vorhanden. Aber wie gesagt, müsst ihr abwägen, ob das braucht oder nicht braucht. So, dann ein weiterer Neutralpunkt sind auch die Internals identisch oder 1:1 identisch wie bei der Charlie-Version. Bedeutet auch der Motor, wie vorhin gerade schon angesprochen, relativ schwach, muss man sagen. Aber alles halt
ja alles auf den Preis bezogen. Ich meine, dass ihr da keinen super High Torque mit Neodyn drin habt, irgendwie mit Neodyn-Magneten, dass ihr keine super High Fancy Internals aus CMC Alu drin habt, das sollte jedem klar sein. Da müsst ihr halt dann nochmal 100 Euro oder 200 Euro mehr ausgeben für die Knifte. Also wie gesagt, Internals ist nur relevant auch je nach Energie. Wie gerade schon gesagt, wollt ihr nur 1.5 spielen oder dürft ihr 1.5 spielen, lasst es erstmal drin, das Zeug. Okay, Leute, und dann kommen wir wieder zu den Kritikpunkten. Auch hier muss ich leider den Kritikpunkt geben. Starkes Klappern am Bolt Catch klappert ein bisschen, Magazin klappert, Schaft hinten hat relativ viel Spiel, kann rumklappern. Finde ich nicht ganz so schön, kann man aber auch schnell selbst zu Hause beheben. Wer sich ein bisschen auskennt, gerade schon angesprochen, ein bisschen Isoband hinten auf die Tube drauf, innen drin Magazinschacht und den Bolt Catch eventuell auch ein bisschen fixieren, damit das Klappern ein bisschen weg ist. Wie gesagt, mich stört sowas, ob das euch stört, ist euch überlassen letztendlich. So, dann der nächste Kritikpunkt ist auch wieder identisch, kein EFCS, kein MOSFET. Definitiv 65 Euro mehr investieren und auch bei der Bravo letztendlich vom Software Store ein Gate Aster in der Second Edition verbauen lassen. Andernfalls würde ich dieses Modell nicht spielen. Wie angesprochen, ihr könnt sonst maximal 7,4 Volt spielen. Das ist mega träge, mega langsam. Ihr habt keine Akkuüberwachung, keine Zyklenüberwachung. Also dementsprechend auch hier EFCS MOSFET nicht vorhanden, alte Switch Assembly. Ein Kritikpunkt. Und jetzt noch ein persönlicher Kritikpunkt, das ist auch euch überlassen. Beachtet ein bisschen drauf, besonders dieses Modell jetzt hier, diese Keymod, hat vorne diesen Amplifier dran. Und dadurch ist das Modell unheimlich laut. Also ihr habt so ein richtiges helles Krachen oder Scheppern nach dem Schuss letztendlich. Und, mich persönlich stört es ein bisschen, hätte ich ein bisschen drauf achten müssen, als ich mir das Modell habe schicken lassen. Wenn euch das stört und ihr wollt jetzt unbedingt das haben, schraubt einfach den Amplifier weg, macht irgendwie einen kleinen Schalli drauf oder einen Tracer drauf oder eine kleine Laufverlängerung und eine Mündungsbremse. Ist alles optimierbar. Nur halt für euch berücksichtigen, sehr, sehr laut dieses Modell. Oder ihr schaut einfach beim Software Store diese ganzen Bravos mal durch. Es gibt ja noch mehr Modelle, nicht nur die Keymod. Und holt euch dann eins, was eben vorne ein bisschen anders aufgebaut ist von der Mündung. Wie gesagt, besonders dieses Modell ist sehr, sehr laut. So Leute, und jetzt lasst uns eben diese Bravo auch noch ein kleines bisschen vergleichen. 190 Euro Standard, es kommt noch oben drauf EFCS MOSFET, es Gate Aster, 65 Euro mit Einbau und vielleicht nochmal Maple Leaf Hop-Up-System, dann liegt er ungefähr bei 280, 285 Euro. So, und das wiederum würde ich auch wieder vergleichen mit der Novridge SSR4, da es einfach aus der gleichen Fabrik rauskommt, das Zeug, kostet 230 Euro. Bedeutet, wir sind jetzt hier schon mal deutlich teurer, um ca. 50 Euro teurer wie die Novridge Kunststoffversion. Dafür aber auch wieder, wenn ihr euch einen Aster einbauen lasst, habt ihr das definitiv bessere EFCS-System bei der Delta Armory einmal drin. Ebenfalls kommt dazu auch das Maple Leaf Hop-Up-System, deutlich besser wie Standard out of the box bei der SSR4. Und ihr habt dann aber sogar den Vorteil, dass ihr eben hier aufgrund des Aluminium-Vorderschaftes nicht diese starke Flexibilität habt, wie wenn alles aus Kunststoff ist. Dementsprechend finde ich eben das Modell für den Preis mit Aster drin, mit Maple Leaf System, finde ich für 280 oder 285 Euro unheimlich attraktiv. Sie ist leicht, sie hat ein Federschnellwechselsystem drin, ihr habt dann das Aster drin, ihr könnt es einstellen. Das ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Also hier, wie gesagt, 280 mit Updates, Bravo, mein absoluter Favorit von dieser Delta Armory Serie. So Leute, und abschließend lasst uns ebenfalls noch Fazit zu der Alpha-Version durchsprechen. Auch hier natürlich wieder viele Punkte identisch. Hier habe ich aber nicht ganz so viele Pluspunkte, da sie auch relativ nah vom Preissegment mit der Specna Arms und mit der Novridge SSR4 Metallversion liegt. Und wie gesagt, möchte ich auch dann später mit euch vergleichen. Lasst uns aber erstmal das Fazit durchsprechen. Also bei der Alpha habt ihr, wie gesagt, komplett natürlich Metall bzw. Aluminium und Zinklegierung. Auch Buffertube ist eben hier aus Aluminium und nicht aus Kunststoff. Dadurch das Modell ein kleines bisschen teurer. Ja gut, 40 Euro. Also auch hier muss man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Standardpreis 235 Euro, finde ich klasse. Auch habt ihr einen kleinen so einen Vertical Grip, also einen Frontgriff habt ihr dabei. Und wie gesagt, ihr habt einfach hier direkt alles komplett aus Metall und nicht aus Polyamid-Kunststoff. Wer also da Wert drauf legt, sollte definitiv einmal zu der Alpha dann greifen.
So, der nächste Pluspunkt, Federschnellwechselsystem ist identisch, 1:1 geht genauso wieder ein Pluspunkt. Auch der Schaft ist natürlich auch 1:1 identisch. Weitere Punkte sind zu den günstigeren Modellen leider auch gleich. Bedeutet auch hier wieder Hop-Up-System, ABS, Plastik-Hop-Up-Kammer drin, stinknormales Hop-Up-System. Wie gerade schon angesprochen, falls ihr es gesehen habt, wenn ihr höher gehen wollt vom Kugelgewicht oder von der Grammatur oder die Streuung reduzieren wollt, definitiv vom Software Store auf ein Maple Leaf System updaten lassen. Denn die Modelle streuen einfach standardmäßig doch mit dem Hop-Up-System relativ stark. 0/15 letztendlich. So, dann auch hier wieder die Funktionen, auch bei der Alpha leider kein Bolt Catch Lever, nicht beidseitig irgendwie zu bedienen. Aber wie auch schon gerade angesprochen, das ist euch überlassen, ob ihr das braucht oder nicht braucht. Muss jeder einmal für sich entscheiden und dementsprechend nur ein Neutralpunkt. Der nächste Neutralpunkt sind auch die Internals. Diese sind allerdings von der Abdichtung her aufgrund des Edelstahlzylinders schon mal etwas besser wie bei den anderen beiden. Bedeutet, ihr habt hier von der Abdichtung ein bisschen konstantere Schussergebnisse oder konstantere Energieabgabe wie bei der Charlie und wieder bei der Bravo aufgrund des Edelstahlzylinders. Auch der Motor, der hier drin verbaut ist ein kleines bisschen stärker wie der bei den anderen beiden günstigeren Modellen. Aber es ist dennoch kein Neodyn-Motor, also nicht vergleichbar mit anderen deutlich teureren Modellen. Aber auch hier, wie gesagt, Internals würde ich als Neutralpunkt geben. Das ist alles erstmal so in Ordnung, besonders für diesen Preis. So, und dann auch leider hier Kritikpunkte ist gleich das Klappern. Merkt man hier besonders am Bolt Catch, da eben der Receiver aus einer Zink-Aluminium-Legierung ist. Klappert der Bolt Catch doch relativ stark und Magazin klappert und Schaft klappert. Wie gesagt, stört mich, gebe ich einen Kritikpunkt, würde ich definitiv einmal in Angriff nehmen und das ganze Klappern ein kleines bisschen beseitigen. Ich muss mal gucken, vielleicht können wir noch mal irgendwann so ein Technikvideo machen, nächste Woche oder nach der IWA, dass wir diese ganzen kleinen Klapperkisten da ein bisschen optimieren oder ein bisschen schöner machen vom Klang her. Also klappern und natürlich der nächste Kritikpunkt auch wieder EFCS MOSFET-System, wie bei den anderen beiden Modellen letztendlich auch umgehend aktualisieren lassen, so wie es jetzt eben vom Software Store ausgeliefert wurde, direkt mit dem Gate Aster SE einmal drin, mit dem Quantum Trigger für 65 € und gut ist. Also hier den Kritikpunkt, wie gesagt, ja, muss man halt leider geben, aber ich würde immer bei jedem Modell ein Aster einbauen lassen. Anders machen die ganzen Modelle für mich keinen Sinn. So Leute, und jetzt habe ich gesagt, wie gesagt, jetzt liegt diese Alpha liegt jetzt preislich, wenn man das alles updaten lässt, relativ nah an der SSR4 Metallversion und auch an den Specna Arms Edge 2 Modellen. Klar, kommt letztendlich alles aus der gleichen Fabrik raus. Dennoch müssen wir jetzt ein kleines bisschen vergleichen, denn es gibt hier ein paar kleine Unterschiede, je nach OEM-Hersteller oder nach, keine Ahnung, Zulieferer. Dementsprechend vergleichen wir jetzt einfach mal. So, die Alpha-Variante kostet 2,35 das Modell, kommt noch dazu 65 € fürs Aster und 25 oder 30 € irgendwie Maple Leaf, Hopper, Bucking und ein Tensioner dazu. Bedeutet, ihr liegt dann hier letztendlich bei ungefähr 330 € Komplettpreis, so wie ich das Modell spielen würde. Natürlich, ihr könnt noch mehr investieren, ihr könnt einen besseren Pistenhead verbauen, ihr könnt einen besseren Pisten verbauen, ihr könnt bessere Nozzle verbauen, aber dann wird das Modell einfach deutlich, deutlich teurer. Dementsprechend gehen wir mal davon aus, nur Gate Aster und Maple Leaf Hop-Up System. So, 330 €, wie gesagt, die Norwich SSR4 Metallversion bekommt ihr bereits für 300 €. Ist letztendlich genauso, auch von der Qualität her identisch. Aber auch hier muss man dann wiederum sagen, wenn ihr den Mehrpreis beim Software Store investiert, habt ihr mit dem Maple Leaf schon mal das deutlich bessere Hop-Up-System drin. Gleichzeitig, wie vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr das Aster einbauen lasst, habt ihr im Vergleich zum T238 in der SSR4 auch das deutlich bessere EFCS-System da drin. Einfach einen USB-Dongle noch dazu kaufen, über Smartphone, über das Tablet, alles einstellen, wenn ihr wollt, ein bisschen Precocking drauf geben. Also auch hier muss ich sagen, dann wiederum besser wie bei der SSR4 für 30 € Aufpreis. Gleichzeitig steht aber im Raum auch wieder der Motor und die Gears, was letztendlich bei der SSR4 wieder etwas besser ist. 16-1er Gearset, Neodyn-Magnetenmotor, bei der SSR4 wiederum besser. Also hier müsst ihr ein bisschen für euch entscheiden, auf was ihr Wert legt. Wollt ihr letztendlich alles geupdatet haben und das Beste vom Besten, ja, dann dürft ihr euch in diesem Preissegment nicht aufhalten. Oder ihr kauft euch halt dann das und ballert nochmal 150 € rein. Ob das Ganze Sinn macht oder nicht, ist alles euch überlassen.
Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Maple Leaf Bucking machen lassen bei der Alpha von Delta und das Aster rein und dann erstmal spielen, ist in Ordnung. Denn natürlich auch mit dem Aster und mit dem 11.1er, der Motor, der passt schon. Also ja, liegt dann bei einer Zyklinkzeit von ca. 70 Millisekunden, das ist in Ordnung. Und dann könnt ihr immer noch irgendwann mal nach 1, 2 Jahren oder wenn die Kohlen vielleicht durch sind, könnt ihr immer noch hergehen und könnt vielleicht mal für 30, 40 Euro einen Super High Torque oder so reinzimmern mit Neodynmagneten. Es ist dann alles offen letztendlich. Aber wie gesagt, es ist kein Must-Do, was jetzt sofort umgehend gemacht werden muss. So, und dann kommt der nächste Vergleich auch mit der Specna Arms Edge 2 Serie. Da habt ihr ja bereits in diesen Modellen bereits das Aster drin verbaut. Die liegen aktuell so ab, ja, wenn da noch ein günstiger rankommt, so ab 360 Euro. Wäre also 30 Euro wiederum teurer wie die Delta voll geupdatet mit dem Aster und mit dem Maple Leaf Bucking. Bei Specna Arms habt ihr dann letztendlich zwar auch das Aster drin, aber ihr habt weiterhin das sehr schlechte Hop-Up-System drin. Also auch hier müsstet ihr bei Specna nochmal Geld in die Hand nehmen. So, und jetzt kommt dazu, Specna Arms hat auch ein kleines bisschen besseren Motor drin mit Neodynmagneten und auch der Zylinderhead innen drin, der Pistonhead und auch die Nozzle sind bei Specna Arms aus Aluminium CNC gefertigt. Also hier geht man jetzt wieder davon aus, ja, etwas bessere und hochwertigere Internals. Da aber die Internals wiederum gleich sind wie bei der SSR4 von Norwich, dichten diese Komponenten leider auch nicht zu 100% ab. Also ob jetzt euch da ein Kunststoff-Pistonhead nicht abdichtet und die Nozzle aus Kunststoff nicht abdichtet, macht jetzt keinen Unterschied, ob ihr das ganze Zeug aus Alu drin habt und auch nicht abdichtet. Also hier scheint dieses Quinglio oder wie der Hersteller heißt, scheint hier, was Sachen Abdichtung innen drin bei den Internals, noch ein bisschen Potenzial nach oben zu haben. Also wie gesagt, auch hier meiner Meinung nach, vielleicht fährt man mit der Delta ein bisschen besser, weil die Differenz dann wiederum von 330 auf 360, diese 30 Euro, die kann ich wiederum hernehmen, könnten wir vielleicht einen besseren Motor noch reinmachen oder könnt direkt eine Nozzle verbauen, die ordentlich abdichtet. Und dann habe ich eben auch das bessere Modell wie bei der Specna Arms. Aber wie gesagt, hier, ihr seht, das sind so viele Modelle, die vom gleichen Hersteller kommen, da muss man wirklich aufs Kleinste vergleichen, wo man was letztendlich für sein Geld bekommt. Gut Leute, abschließend muss man aber sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, wer jetzt einfach mit der ganzen Marktsituation eine gute und günstige, brauchbare Airsoft sucht und vielleicht hier und da auf kleinere Features verzichten kann, der fährt mit dieser Delta Armory Serie definitiv nicht schlecht. Und wie gesagt, es ist immer noch Potenzial nach oben da. Ihr müsst jetzt nicht hergehen und müsst da alles rausschmeißen und nochmal 200 Euro reinbuttern. Wie gesagt, lasst euch bei jedem Modell vom Software Store ein Aster einbauen, lasst euch vielleicht ein Maple Leaf Bucking reinbauen, wenn ihr es jetzt selber machen wollt und dann ist erstmal gut. Und dann könnt ihr immer noch irgendwann hergehen und sagen, gut, jetzt mache ich halt mal noch ein Pistonhead für 12, 13 Euro vielleicht oder mal den Nozzle für 5 Euro. Wisst ihr, das sind einfach so Stufen. Ihr fahrt also günstig und könnt dann immer noch sagen, wenn mal irgendwas kaputt geht oder ihr einfach Bock habt mal bei einer Wartung, ihr könnt immer mal noch ein kleines bisschen immer reinstecken. Und müsst nicht direkt sofort alles aktualisieren, wie man es vielleicht von dem, ja, bei anderen Kniften in diesem Preissegment einmal erwartet. Also finde ich gut, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei diesem ganzen Delta definitiv. Puh Leute, so, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Review. Habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen? Habt ihr weitere Fragen oder wollt ihr irgendwas ergänzen? Jederzeit Kommentarfeld einmal nutzen. Hat euch das Video gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche auf der IWA. Bis dahin, macht's gut.